Do you remember where we were? Nein, ein bisschen, aber erinnere mich nochmal. Kind of. But remind me a little? So. Okay. So I learned that the secret of Monkey Island was inside the voodoo shop on Melee all along. Elaine and I had just arrived, hoping to beat LeChuck and Captain Madison to the punch. Elaine had to run off because people needed help after the earthquake, but I was on my way to the voodoo shop. Und das ist jetzt unser Ziel. Jetzt habe ich es auch selbst durch, jetzt kann ich dir mit ein bisschen Verspätung endlich live zu gucken. Sehr schön. Sehr schön. Oh mein Gott! Was ist denn mit seiner Küche passiert? Hey, mein Kochbuch hat die Flammen überlebt. You saved the cookbook. Yes, I saved the cookbook. The ceiling was collapsing, the building was on fire, people running everywhere, and I saved the cookbook. Warum? Why? Excellent question. I can think of 100 other things I'd rather have saved. My favorite 12-inch knife, my collection of rare spices, a painting of my father, the mop that I painstakingly crafted with my own hands, my cat. But in a crisis, you don't think. There isn't time. You just act. And by acting, you expose your inner self. Heroism and villainy are revealed in moments like these. Me? I saved the cookbook. You're welcome. Let me recap this. Er hat das Kochbuch gerettet, anstatt seiner Katze. Are you done with the cookbook? I'd like it back. I can't take it. With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have left. Es ist eigentlich Carlas It's Kochbuch. only slightly singed. Carla might not even notice. Was ist das hier? What are you drinking? Soda with a twist of avocado. It might be a little fizzy for your grog palates. Oh, sounds exotic. Ich will den nehmen. Not done with my drink. Aber wir haben ihn jetzt trotzdem genommen. Perfekt. Weintraubi, herzlichen Dank für dein Subgift. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. Mit der Piratin sprechen. How come you're still here? The bar is half collapsed and slightly on fire. Get lost. Okay, ich ziehe Leine. Kein Problem. Wir sind ja sowieso in der Zwischenzeit auf halbem Weg nach Melee Island. Give up now, old man. The secret will be ours. I've been searching for the secret since before you were born! That's exactly my point. Finding the secret is a young pirate's game. Years of experience and me relentless drive will ensure the secret be mine. Only if you don't have a heart attack first. Ha! Last chance to give it up. Then we obliterate you. Get off my ocean! Also ich möchte nur so viel sagen, ich glaube für uns ist das eigentlich ganz gut. Weil ich meine, wenn die sich bekriegen... I'm impressed by your crosswind ramming technique. I'll have to add that to my book. My crew is quite skilled when given the right motivation. I'm still worried about Threepwood. He shows up in the most unexpected ways. We don't have to worry about Threepwood anymore. I left him broken and near death at the bottom of a cliff. His eye was pussing up, and bone was protruding from his leg. Animals have probably already scattered his limbs from one end of the island to the other. So it's agreed. We stop fighting each other and... Oh nein, die tun sich auch noch zusammen. Agreed. Oh No nee. funny stuff. We split the secret. Teammates. Oh, oh. Ah! Ich hab fast schon gedacht, die werden doch niemals sowas schwören und nicht irgendwie die Finger kreuzen. So. Wie? Wie, die gehen pleite? Umsonst? Three's even
Better than half off. Way better. Wir gehen pleite. Also erst sind sie pleite gegangen, dann gehen sie pleite und dann waren sie pleite. Out of business. Looks like the lights are still on though. Ich wollte gerade sagen, also wer sich solche Leuchter da oben oder hier das Licht noch erlauben kann, das anzuhaben, der geht meiner Meinung nach nicht pleite. Ich meine ja nur. Danke, Joe Bees. Herzlichen Dank. Hallöchen, Hallöchen. Willkommen. Danke für dein Follow. Am I too late? Was LeChuck here? Did Madison come? Did they get it? Where's the secret? Schon wieder diese Gratis-Mentalität. Unglaublich. Es steht aber immer noch das hier. Yeah, I'll bet the secret of Monkey Island is in there. It just has to be. Ich weiß ja nicht. You've had it all this time. I possess little and much. To what are you referring? Don't play dumb with me, Karina. I have the map. The secret of Monkey Island is here. What is it you wish to know? Wo ist das Geheimnis? Where's the secret? It is inside the large safe near the front door, of course. Natürlich! Wo sind die Schlüssel? Where are the keys to the safe? I'd like to get it open as soon as possible. I am prevented from helping you with the keys. But there is one close by who knows much. How do I find him? Her, and she will find you. How do you know that? Aha. She is outside the shop. Sie steht vorm Laden. Übrigens, Freunde, ich bin ziemlich sicher, dass mit dem Finale von Return to Monkey Island dieses schlaue Büchlein, diese ganzen Seiten, alle voll beschriftet sein werden. Weil es gibt original noch 2 Seiten Vorder-Rück und dann ist dieses Buch voll. Ich habe tatsächlich übrigens wirklich schon mal überlegt, wie man das irgendwie zur Verfügung stellen kann. Und ich glaube, ich scanne einfach richtig viel davon ein und mach daraus so ein interaktives PDF. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Für Leute, die halt so ein bisschen darin mal stöbern wollen, ist das, glaube ich, richtig witzig. Und natürlich müssen wir irgendwann mal gucken, dass wir das irgendwie verlosen. Aber das würde ich am ehesten machen, wenn wir irgendwann mal was Krasses für Charity machen oder so. Dafür wäre das eigentlich richtig cool. Dass man dann irgendwie bei Charity mitmachen kann und dann kann man irgendwie hierauf bieten und dann kann man dieses Büchlein bekommen, wenn man denn möchte. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Aber dazu später mehr. Warum hast du das Geheimnis an dich genommen? Why did you take the secret? Doesn't it belong on Monkey Island? I have taken nothing. The safe came to me as you see it and belongs to someone else. I accepted a fee and cast a spell upon it to prevent it being moved. That is all. Wisst ihr, was ich mich jetzt gerade frage? Hat man diesen Tresor bei der Voodoo Lady schon immer gesehen? In jedem Teil? Weil das wäre ja echt witzig, ne? Wenn das Geheimnis wirklich die ganze Zeit vor der Nase gewesen wäre. Who owns the safe? Alas, there are forces which prevent me from revealing the true owner. A contract, signed in blood, with gruesome punishments for disclosure. Some kind of a voodoo thing? No. Wie konntest du das geheim halten? How could you keep this a secret from me? You knew I was looking for it. It is not a secret from you, Guybrush Threepwood. It is a secret. Full stop. I am bound by an agreement. Ja. Sind LeChuck oder Captain Madison hier gewesen? Have LeChuck or Captain Madison been here? No. That's weird. Das ist gut. They were way ahead of me. Sometimes it's better to have 2 enemies than 1. But you should not waste time. I might have more questions for you later. I might have answers, but I make no promises. Spreng den Tresor doch einfach auf. Auch eine gute Idee. Auch eine gute Idee. Den robusten Tresor I need a öffnen. lot of keys to open that. 1, 2, 3, 4, 5 Schlüssel. Ah! You found the secret. You are a spark among fallen leaves. Ich bin ziemlich aufgeregt. Oh, I'm pretty excited. Hold on to that feeling. I am Whitey Bones. Whitey.
Like you, the hunt for the secret consumes me. Like you, I know where the secret lies, but lack the means to open the safe. You must have many questions. Einige. Du musst viele Fragen haben. Stimmt. Ich habe tatsächlich 5 Fragen. Wie öffne ich den Tresor? 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 Und wie öffne ich den Tresor? LCB 5. Ich weiß gar nicht, mit welcher Frage ich beginnen möchte. Wie öffne ich den Tresor? Mach das, Cass. How do I open the safe? 5 locks, 5 keys. Golden keys. Hidden long ago. Wie sehen die goldenen Schlüssel aus? Wenn sie jetzt sagt, die sind golden und sehen aus wie ein Schlüssel, flippe ich aus. What do the golden keys look like? They're gold. It's just paint, but they look nice. Gut. Danke sehr. Wo kann ich die goldenen Schlüssel finden? Where can I find the golden keys? Most are found already. Got one myself. Old Mrs. Smith had one before she died. Bella and Fisher. Bella Fisher, too. Also, I heard one was found on Bermuda. That's only 4. One more was supposed to be hidden on Terror Island. That one has never been found. Hang on. I'm writing all this down on my to-do list. Ah, perfekt, er schreibt sich's auch auf. Doesn't sound so hard. A lot of people don't come back from Terror Island. Also, Bella Fisher sank out at sea and nobody knows where. Took her key with her. Oh. Das ist jetzt ja nicht so gut. Kann ich mir den Schlüssel ausleihen, den du hast? Can I borrow the key you have, just to try it out? Not so fast, bright boy. Whitey Bones is not such an easy mark. You prove yourself. Get some skin in the game. Find me when you've got more keys than I do, and maybe I talk partnership. Also, wenn wir mehr als einen Schlüssel haben, können wir zu ihr. Warum ist das Geheimnis im Tresor und nicht auf Monkey Island? Why is the secret in the safe instead of on Monkey Island? Do you know? Secret's always been in the safe. Uh-huh. Ich bin so kurz davor, mir die Monkey Island Collection auf Steam zu kaufen. Ich habe die alten CD-Dinger von meinem Dad nicht. Ey, ich kann es sehr empfehlen. Ich kann es sehr, sehr empfehlen. Wirklich, richtig gut. Kannst du am ehesten gucken, ob die entweder auf Steam irgendwie runtergesetzt sind oder sonst kannst du mal bei GOG gucken. GOG. Die haben auch so die ganzen Klassiker-Games. Da sind die ganz oft runtergesetzt. Vielleicht findest du da eher einen kleinen Schnapper. Wie kommt es, dass ich davon noch nie etwas gehört habe? Oder Instant Gaming, Ausrufezeichen IG. Rein da. Kind of a secret to Monkey Island buff. You'd think I'd know about it. The clues were buried deep and clever. Only a few ever puzzled them out, and we keep ourselves to ourselves. Mhm. Das erscheint alles unnötig This all kompliziert. seems needlessly complicated. Life is like that sometimes. Best just enjoy the ride. Okay. Du scheinst klarer zu sein als damals, als du aus dem Fenster auf der oberen Straße geschrien hast. True. Die Collection ist gerade runtergesetzt. Ja, dann würde ich da rein, auf jeden Fall. Wie viel kostet so eine Collection denn heutzutage? Jetzt bin ich auch, intrigued. Secret of Monkey Island. Ach, die Collection wahrscheinlich, ne? Alter. Für die ganzen Teile, das ist ein Schnapp. Obwohl, warte. Ich spare ja sowieso, weil die nicht mehr... Die kosten... Wie viel? Ach, 8,90 €. Ich dachte, da steht 19 Cent. Ich dachte, das Game kostet 19 Cent. Das wäre sehr heftig gewesen. Ja, gönn dir. Auf jeden Fall. You seem more lucid than when you were hanging out of the window on High Street. We all got our good days and our bad ones. If you don't know already, then you'll see. See you around, Whitey. Okay. I've got keys to track down. Okay, bright boy. But you watch your step. There is a curse. The keys are protected by a terrible curse. Schon wieder? Beware. Whoa! Okay. A curse? Really? No,
I mean, yes, she did say that, but she was just being dramatic. Whitey likes to make a big exit. One thing's for sure, I don't know how to get to either of those islands she mentioned. I'd better get a good sea map right away. Ja, eine Seekarte kriegen wir auf jeden Fall ja bei ihm. To-Do-Liste. Wir haben Whitey, wir haben Mrs. Smith, Bella Fisher, Bermuda Island und Terror Island. Und dafür müssen wir uns erstmal eine Seekarte besorgen. Und eine gute Seekarte, wie geil ist es denn, dass hier steht, wir gehen pleite, alles umsonst und hier steht, immer noch im Geschäft, läuft gut. Doing fine. Wie asozial. Still in business. Wally ist so ein Hund. Wie kann man so gemein sein? Hey, Wally. Hast du eine Seekarte von der Gegend? Have you got a sea map of the local area? Can you jot down the locations of Terror Island and Bermuda? No problem. I'll also add a few extras. The ship tracking feature is going to blow your mind. It's a little trick, I know. You need to be able to go the extra mile if you want to make it in the big time, like Klar. me. Be careful. The last pirates I made a map to Terror Island for were never seen again. And Bermuda can chill you to the bone. Not many pirates want to head up there. Oh, and when you get to Scurvy Island, say hi to Elaine for me. Thanks, Wally. And sorry about blowing you up that one time. Sorry. Das eine ist unser GameStop, das andere sind die 60 GameStops, die bleiben die Blödmänner. Immer noch. Okay, wir haben eine Karte bekommen, was allerdings fast ein bisschen blöd ist, dass wir das bekommen haben. Weil das sind jetzt natürlich wieder sehr, sehr viele andere Punkte, zu denen wir hinreisen können. Eieiei. Ich erinnere mich an Secret of Monkey Island 2. Das war sehr anstrengend. Das ist ein Fischladen. Welcome to the Cod's Wallop. Thanks. We feature the freshest fish on the block, and the freshest company as well. Whether you're here to buy or just pass the time, we don't mind. Though, of course, we do prefer it if you make a purchase. Didn't you guys used to be the pirate leaders? It's me, Guybrush Threepwood. Ah, I thought when we spotted him skulking around town that he looked passing familiar. Der Laden sieht nett aus. The shop seems nice. If by nice you mean a glorious cathedral to the fine art of fishing, then I quite agree. Have a look around, why don't ya? Was haben wir denn alles? Was sind diese gelben Fische, lang dünnen Fische? Fisch bestellen. That's an excellent life decision, me lad. Today we've got hagfish, toadfish, linehead, bloater and lumpsucker. What'll it be? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich möchte. Ein Krötenfisch? Toadfish. Here's a box full. Should be plenty. Gleich eine ganze Box? Sure, thanks. Okay. Wie viel kostet das hier? How much for the goldfish? Sushi's a pet. She's not for sale at any price. Uh-huh. It's a copy of At the End of the Plank. Oh, aye, a gift from a good friend. I haven't actually read it myself yet. Okay. Gut, gehen wir hier erstmal raus. Hier werden wir uns also einen Fisch besorgen können, wenn wir denn einen benötigen. So, wer soll jetzt alles noch einen haben? Bella Fisher. Mrs. Smith. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo die sein sollen. Die Schlosserin weiß auch nichts darüber, oder? Hi. Moin. Hello again. Wäre ihre Mutter vielleicht als alte Mrs. Smith bekannt gewesen? Would your mother perhaps have been known as Old Mrs. Smith? Whitey Bones said something about an Old Mrs. Smith. Well, I didn't call her that. But I suppose some people did. Mainly Ihre when Mom. she was older. Haben Sie von den goldenen Schlüsseln gehört? Have you heard of the Golden Keys? Sure. My mother had one of them. Had? She left it to me in her will. Ich zahle Ihnen so viel Geld, wie Sie wollen, für den Schlüssel Ihrer Mutter. I will pay you any amount of money you like for your mother's key. When my mother died, her personal possessions went into probate with the court. When they came out of probate, I was still too devastated to claim them. As you can see from this letter the court sent, they and the key have been destroyed. Well, this is an unexpected wrinkle. Was denn damit passiert? Hey, Maya. What happened to your mother's golden key? As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key.
Kann man den Schlüssel vielleicht nachfertigen Can I lassen? get another key made? Sure. Just write down the serial number and give it to me. Okay. Order Überprüfen. 1673832, pursuant to Statute E, Section C, subsection IS. By order of the court, the following unclaimed personal effects have been destroyed. Golden key, fancy box. Looks official. It's got a wax seal of a Fancy paradox. Box. Was ist das hier? These are nice. Thanks. Aber was machen wir denn? Also das Gericht hat das kaputt gemacht? I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Südflorida, ach so. Okay. Hello again. Also, die haben den Schlüssel vernichtet, was natürlich sehr problematisch ist, weil wir bräuchten ja die Seriennummer von dem Schlüssel, um den Schlüssel nochmal nachfertigen zu lassen. What happened to your mother's golden key? As you can see from the letter I gave you, the court destroyed the key. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Das heißt, damit werden wir ja auch nicht... Nee. Wäre die Frage, ob wir irgendwem von dem Gericht irgendwo finden oder antreffen. Boah. Wir können auf jeden Fall... Ach du meine Güte. Die Menschenschlange. Waiting for? Mit dem Späher sprechen. Hey. What are y'all waiting for? Earthquake relief. And you'd better not be looking to jump the line. I wouldn't dream of it. Those Never. who cut, get cut. Gehen wir einfach mal rein. Hey! Carla, good luck. Als ob das so einfach I funktioniert want hat. to hear all about the secret, but I've got to go back to Scurvy Island right now. Schön. Let's talk later. Okay. Oh Gott, wir haben wieder eine Karte. Eine weitere Quizkarte. Stans Buchhalter heißt... So, Freunde. Wir spielen mal wieder das Spiel. Entweder eine richtige Antwort oder 10 Minuten Timeout. Alien, bist du dir sicher? Möchtest du wirklich Ed einloggen? Are you sure about that? Ist es Ed? Ich gamble. Oh! Das tut mir leid. Ich weiß nicht, wie der Buchhalter wirklich hieß. We will never know. Oh nein, ich hab's wieder gebuggt. Oh nee. Ich mach grad einen Speedrun. Freunde. Ich bin gleich raus. Als ob du das machst, ja klar. Die Regeln waren vorher bekannt. Gleich Abspann durch Variablenmanipulation, wahrscheinlich. Okay. Okay. Wir haben's gleich. Ich bin gleich soweit. Das Problem ist, ich habe nicht gespeichert. Ich weiß nicht, wann der gespeichert hat. Ich würde ungerne gerade aus dem Game raus. Wie habe ich das gemacht? Passt auf, passt auf, passt auf. Ein Genie. Ein absolutes Genie. Moin. Oh Gott, müssen wir immer noch so reden? Hast du die Menschenschlange draußen gesehen? Have you seen the line of people outside? Those are citizens who were affected by the quake. But there isn't any money in the coffers to support the relief effort. I'm basically handing out IOUs. Kann ich etwas von der süßen Katastrophenhilfe abhaben? In on some of that sweet disaster relief? I already told you there's no money. I'm handing out IOUs. I'll take what I can get. Fine. It's not real money anyway. Bekommen wir gerade Schuldscheine? So, what's it for? Mein Schiff hat einige Schäden erlitten, es braucht eine Kielüberholung. Ich will lokale Unternehmen wieder aufbauen. Der Meli-Vergnügungspark ist in einem schlechten Zustand. Wir müssen die Werft in Ordnung bringen. Auf der unteren Straße gibt es einen großen, gefährlichen Riss. I want to rebuild local businesses. I'm sure you'll have public support on that one.
This is just a promise from the town to back your relief project at a later date. Don't get too excited. Ich weiß nicht, ob uns das weiterhelfen wird. Den Schuldschein. IOU for funds for rebuilding local businesses. Ist ja vielleicht ganz gut für sie. Weiß sie irgendwas hiervon? Do you know anything about probate orders? Probate? That's judicial branch. I'm executive branch. Aber wer ist denn die Judikative? It's a lot of work being governor. Was eigentlich, wenn man sich hier anstellt? Es gibt doch bestimmt auch wieder ein Achievement, oder? Ja, und bei euch so? Was habt ihr bisher gemacht? Alles gut? Hattet ihr ein schönes Wochenende? Es dauert hier noch ein bisschen länger. Ja. Scorn angefangen. Oh, sehr nice. Oh. I'm sorry, Bumbelisk. Also wenn man sich hier schon anstellen kann, bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwas passiert, wenn man wartet. Würde man annehmen. Oh no, Crow. Gute Besserung. Gute Genesung. Ausguck, Museum? Ah, beim Museum wissen die da, glaube ich, auch nichts von, oder? Können wir ja mal fragen. Das ist neu! Was ist das? Tell me about this flag. Oh, it's a super valuable artifact I recently acquired. One of Bella Fisher's original pirate flags. One of only 3 known to exist. Die Flagge aus dem Museum erhalten. There's some very tiny writing on it. Haben wir dafür nicht immer noch den Schlüssel? Whoa. That's not supposed to be unlocked. I'd better fold this and put it in storage. Then I can figure out what's wrong with the lock. Looking good. Ey, wirklich. Es tut mir so leid, wie wir den immer verarschen. Mann, er dachte jetzt sogar, er wäre mega smart, weil er das hier hinten hinbringen will und wir gehen hier einfach rein und klauen die. Werdet nicht so wie ich nicht gambeln. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15 and full of holes. Die guten Besserungen gebe ich aber an meine Großeltern weiter, jawohl. Dein und Dianas Name als Ausrede für ein Date mit einem sehr aufdringlichen Typen benutzt, sehr gut. In der Zwischenzeit. An dem Rätsel hast du ewig dran gesessen, oh nein. They were all in on it, but Threepwood was the ringleader. First he's banging me and the other skulls around with a femur, forcing us to sing musical notes against our will. Ja. Then he's shouting nonsense like a drunk parrot, and he takes a bite out of a squid's arm. Yep. Right after that, that's when the earthquake started. Still, it could be a coincidence. You find a shark in your swimming pool, that's not a coincidence. Es war aber auch sehr zufällig, dass ich da gleich gerade einfach das gesehen habe und drauf gedrückt habe. Also es war auch schon sehr, sehr glücklich, glaube ich. Am 17. kommen Janik und Jana aus Köln zu Besuch. Ich wollte eigentlich mit denen abhängen. Oh, smart. Dafür dürft ihr sehr gerne uns immer verwenden. Ohne Probleme. Stan's building collapsed. This place looks like an earthquake. Twitch Prime is not a crime. LCBA für mehr LCBA ist im Chat LCBA 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 LCBA. Damn!
Fabi, danke sehr für 59 Monate. Holy shit. Was eine Zeit. LCBA geht auch raus an dich. Danke sehr. Krasser Beat. Ey, der war heftig. Der war heftig. Danke sehr. Danke sehr. Für mehr LCBAs im Chat. Wir haben hier ein Bild. There's a torn picture in here. This half shows Stan himself. Und eine Zahnbürste. Wollte Stan nicht seine Zahnbürste haben? Und wir haben das Bild von Stan jetzt. Weil das hier aufgebrochen ist. Oh, weia. Den Mond anstarren. Das Bild kritisieren. Und Stans Zahnbürste. Es erinnert an eine Zahnbürste. Dann ist ja gut. Gehen wir mal... Warte, gehen wir erstmal zum Ausguck? Niedlicher kleiner Kerl. Die Hände wärmen. Ob man sich die Hände da verbrennen kann. So, gehen wir jetzt zur oberen Straße. Ist der schon... Oh, zerstörte Zelle. Wo ist Stan hin und warum bist du wieder hier drin? Otis. What are we gonna do with you? I didn't do anything this time. I was framed. Ah ja, wo ist Stan? Where's Stan? Did they let him go? No, Stan got sentenced to hard time. Did you know he was representing himself? I've heard that's unwise. They took him to the ice quarry on Bermuda. Der ist auf Bermuda? Okay. Ich schreibe mir das mal auf. Stan auf Bermuda. Da müssen wir auch noch hin für einen Schlüssel. Are you worried the rest of the building will cave in? Yes. You think you could spring me again? Ugh, I doubt it. It looks like something happened to the serial number on this lock. Was hast du dieses Mal getan? What did you do to get arrested this time? Nothing. I was just standing there minding my own business, applying for earthquake relief. Did you know you're only allowed to do that once? There is no justice. Keine Gerechtigkeit. Ich möchte, dass du dem Museumskurator von unserem Gefängnisausbruch vor all den Jahren erzählst. I'd like you to tell the museum curator about our jailbreak all those years ago. The one with the mugs of grog. He doesn't seem to have the story quite right. Of course, the truth is important. When I am free again, I will pay him a visit. Well, I don't see that happening anytime soon. Glaube ich auch nicht. Let's visit again soon. Have your people call my people. Das Schloss ansehen. Ja, ich glaube nicht, dass wir den hier rausholen werden. Possibly an improvement. Aber er kann doch, glaube ich, auch nichts hierzu wissen, oder? Nee. Ich frage mich, wo wir wirklich hin müssen mit dieser Nachlassverfügung. Hier kommen wir übrigens auch immer noch nicht rein. It seems to be stuck employees only. Gross. Looks like day old avocado soup. War so unangenehm, ich habe dafür so lange gebraucht. Boah, das war aber auch richtig anstrengend. Ich erinnere mich daran. On an errand, back soon. Darn it. Ah, sie ist gerade nicht mehr da. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück zum Schiff. Mit meinem unbesiegbaren dämonischen Galionsfigur plaudern. Hi. Bite anyone who tries to steal it. You're fine. There aren't any scrap lumber dealers on Melee. So, Zeit die Segel zu setzen. Oh, wie cool. Oh, ist die Karte schön gemacht. Zu einem treibenden Schiff segeln. Hallole. Ahoi. Ahoi. Die haben ein Stück von der Karte. Ahoi. 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 Ahoy. Ahoy! Toll. Erlaubnis an Bord zu kommen. Permission to come aboard. Afraid we can't let you do that. Permission to come aboard, sir. This isn't a protocol issue. Although we do enjoy a good protocol. Are you going to let me talk? Apparently, that's what you enjoy doing.
There's been a deadly scurvy outbreak on the ship. We're under strict quarantine, so we don't infect others with this deadly pathogen. Ich glaube nicht, dass Skorbut ansteckend ist. I don't think scurvy is contagious. You don't know that. My uncle's best friend's wife's dog walker says it is. It's a scientific fact. No, don't try to snow us with your science quackery. If scurvy wasn't contagious, then only one person would. Ah, natürlich. Klar. Duh. Woher habt ihr die coole Flagge mit den vielen Löchern? Where'd you get that cool flag with all the holes? It looks familiar. We found it floating in the ocean. It's one of Bella Fisher's flags. She probably lost it when her ship went down. We're afraid to take it down and offend the scurvy gods. There is no such thing as the scurvy gods. Well, then why is there scurvy? Answer me that. Kann ich eure Flagge haben? Can I have your flag? Did you not hear me? Scurvy, on board, quarantine. Well, you could just toss it down to me. Best not to risk it. It's probably crawling with scurvy, trust me. I really don't think scurvy is contagious. You don't know that. My sister's best friend's dad's Der Ernährungsberater. Gut nur Gehades. Lasst euch nicht vom Skorbut beißen. Fine. Don't let the scurvy bite you. Scurvy bites? I knew this was bad. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas haben, was dagegen hilft oder was wir irgendwie machen könnten. Stopprufzeichen, Biogefährdungsschild, rote Handschild. Eieieiei. It's seen better days. Ein Typ aus der D&D-Campaign Critical Role. Als ob! Ach, wie cool. Okay, das ist cool. I think it's out of juice. Natürlich. Nee. Die Flagge vom Quarantäneschiff erhalten. Hey, Murray. Have you tried scurvy? It would suit you. Sehr gut. Nee, ich glaube, hier kommen wir tatsächlich noch nicht weiter. Gehen wir als nächstes mal nach Terror Island. Die Insel, von der man nicht mehr wegkommt. Oh oh. Ich habe ein bisschen Angst. Ah, der versucht mittlerweile das zu öffnen. Perfekt. You're right. It won't budge. It's strong magic. I can still get it open with a spell, but I need a good power spell. It beats trying to find the keys. We don't even know where to start. It could take forever. Only a fool would do that. Nur ein Narr würde das tun. Ja. For power spells, but it's not on this island. No problem. We can craft it there and then come back here. We'll take my ship. I'll stay here to keep an eye on the safe. And steal the secret yourself? I don't think so. Stop it. Clearly, no one trusts anyone to stay behind. We'll all go together. What if someone else finds out the thing is here? The only map is lost somewhere on Monkey Island. Probably eaten by a wild boar by now. The map maker knows it's here. I've got a bone to pick with him. Uh-oh. Anyway, Wally? I'm thinking maybe one of the large ones in the leg. Wally! Oh weia. Terror Island. Das Schild lesen. Death waits for all who enter. I'd turn back if I were ye. That's encouraging. Die scharfen, unangenehmen Dornen meiden. Yeah, I'd better not get any closer. Nee, dem dunklen, verworrenen Wald trotzen. Okay. Oh weia. Zu einem unglücklichen Ort. Das musste ein silberner Schlüssel. It's not one of the golden keys, but any key is a good key in my book. Dann nehmen den doch mal. Ist das vielleicht schon der Schlüssel, aber man muss den einfach nur Gold färben? It's not a skeleton key, but I did find it stuck in a skeleton's chest. I'm sure I'm a more skilled survivalist and have nothing to worry about. I'll just... this place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along.
Besser ist das. Was haben wir sonst noch so? Zu einem verschlungenen Pfad. Zu einem bizarren Hain. Ein schiefer Baum. For a dead tree, it's a little too lively. Eine Sackgasse. Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about it too much. Eine tote Gasse. Wo man genau merken muss, in welche Richtung man geht, bitte nicht. Geheimnisvolle Lichtung. Ugh, looks like he had the wrong person watching his back. What really bothers me is, why do these pirates look familiar? Dieser Kochtopf scheint ein böses Omen zu sein. Know what happened here. I'll be fine as long as I don't lose my wits and keep my head. Eine weitere vom Pech verfolgte Seele. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah, this place gives me the creeps. Wir haben noch eine Lampe. Looks like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah, this place gives me the creeps. Dann haben wir hier noch einen verschlungenen Pfad. Whatever it is, I don't think it wants me around. Das Tor öffnen. It says XYZZY. It says XYZZY. Mhm. I think the lock must be under that sign. I can't quite get it off of there. Ich krieg's nicht ganz ab. Haben wir irgendwas, womit wir das vielleicht abhebeln können? Die dunkle Höhle betreten. Oh nein, dafür brauchen wir bestimmt die Lampe. Ah, wir werden die Lampe anzünden müssen. Der Schwärze und dem möglichen Abgrund trotzen. Moment, warum leuchtet das Schild? XYZZY. Wow, neat. It's magic. What? Okay, damit kommt man hier also wieder raus. Aber wir müssen jetzt erstmal einen Weg finden, wie wir die Lampe anzünden können. Wir haben keine Streichhölzer mehr oder so. Okay. Boah, ich hoffe nicht, dass man das anzünden muss und dann ganz schnell reinrennen muss. Ich meine, man könnte die Lampe möglicherweise einfach ein Seil aus Pokémon. Die Lampe möglicherweise einfach bei Monkey Island anzünden. Aber vielleicht finden wir hier auch auf der Insel irgendwas. It's like a slow crashing wave of spores. Boah, Spore war auch so ein gutes Spiel, ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen noch mal einmal zurück. Ha, komme ich von hier überhaupt weg? Angeblich kommt man doch nicht weg. Ach, ich sag schon Monkey Island. Melee Island meine ich natürlich. Wir konnten einfach gehen? Ich dachte, von da kommt niemand zurück. Vielleicht liegt's an der Höhle, dass von da niemand wegkommt. Zünden wir die an. Okay, it's lit. Alright, sie leuchtet. Auf geht's, ab geht's. Schnell! Wir müssen zurück nach Terror Island. Da hat sich plötzlich einer mit seinem juicy Ass auf das Piano gesetzt. Haha, ich habe eine Lampe. Ah. Hallo Flauschi-Pfirsich. Das Schild lesen. Nein. Nee. Oh Gott, nein. Das habe ich bei Secret of Monkey Island 2 schon nicht verstanden. Oh nee. Jetzt sind hier wieder irgendwelche Symbole. Looks like someone forgot to pick up their trash. In diesen klaren Herbstnächten auf See schwankte das Schiff nass und schaukelnd und doch klopfte in den Kojen unter Deck niemand an. Also das hier heißt wohl klar?
Jeder Sonnenaufgang und Mondaufgang im Meer erinnerte mich an dich. Diese beiden Kugeln, die am Winterhimmel tanzen, sinnierte er, den Stift in der Hand. Okay. Also dieses Auge heißt dann wohl irgendwie Stift. Aber das Auge sehen wir hier nirgendwo. Der Frühling kam mit voller Wucht. Die Blumen gähnten. Die Bienen schwärmten aus. Da sie wusste, dass er in der nächsten Saison zu seiner großen Reise aufbrechen musste, versuchte sie vergeblich, es zwanglos zu halten. Die Blumen. Ihre letzte gemeinsame Sommernacht war heiß, grell, schwül und... Ach, da müssen wirklich Wörter noch rein. Ich dachte, dass die Wörter davor oder danach immer das Zeichen bedeuten, aber da müssen noch Wörter zwischen. Die Nacht war lang, aber nicht lang genug, denn der Morgen kam zu früh, als er die Segel setzen musste. So, und jetzt haben wir, glaube ich, alle Notizen, ja? Die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu und Reginalds Nase schmeckte den Frühling, der mit der Meeresbrise kam, oh, wenn es nur wieder Land gäbe. Geht es jetzt darum, in welcher Reihenfolge das hier passieren muss? Ich habe gerade absolut keine Ahnung, was ich tue. Weg hier. Und wieder hier rein. Und hier rein. Und hier rein. Hier. Genau hier. Hier. Da rein. Und jetzt da. Da. Hier jetzt rein. Und hier rechts. Okay, nee, das wird nichts. X, Y, Z, Z, Y. X, Y, Z, Z, Y. X, Y, Z. Warum? Also das muss ja irgendwas auch damit zu tun haben. Glaube ich. Der Frühling kam mit voller Wucht, die Blumen gähnten, die Bienen schwärmten aus. Großen Reise aufbrechen musste. Diesen klaren Herbstnächten auf See schwankte das Schiff. Ihre letzte gemeinsame Sommernacht war heiß, grell, schwül und die Nacht war lang, aber nicht lang genug. Ich glaube, es geht halt darum, dass man die richtige Reihenfolge findet. Die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu. Er schmeckte den Frühling. Und oben haben wir auch den Frühling. Der Frühling kam mit voller Wucht. Da sie wusste, dass er in der nächsten Saison zu seiner großen Reise aufbrechen musste. Da unten ist Sommer, da ist Herbst und da ist Winter. Also es gibt auf jeden Fall auf jedem Zettel eine gewisse Jahreszeit. Das wissen wir jetzt schon mal. Und die Herbstnacht muss ja nach dem Frühling unten rechts gekommen sein, weil er schwankte auf See. Und das kann er ja nur, wenn er unterwegs ist. Also würde ich sagen, haben wir hinten auf jeden Fall dieses E-Ding. Davor haben wir den Frühling, wo er auf See ist. Ich weiß nicht, ob der Winter noch nach dem Herbst kommt. Doch, jeder Sonnenaufgang und Mondaufgang im Meer erinnerte mich an dich. Das heißt, danach muss noch das mit dem Auge kommen. Die letzte Sommernacht war dann vor dem Herbst. Die Suche nach der großen Reise neigte sich dem Ende zu. Schmeckte den Frühling, der mit der Meeresbrise kam. Das habe ich, glaube ich, noch nicht richtig zugeordnet.
Vor dem Herbst muss ja die Sommernacht gekommen sein. Der Frühling kam mit voller Wucht, die Blumen gähnten, die Bienen schwärmten, da sie wusste, dass in der nächsten Saison zu seiner großen Reise aufbrechen musste. Das muss dann also auch davor kommen. Puh. Wir fangen ja hier an, mit dem dann auf jeden Fall. Dann muss das als nächstes kommen. Dann würde ich sagen, kommt das hier als nächstes. Dann das Auge. Und dann noch das, was fehlt. Das. Oh mein Gott, was? Ich bin heute mal aufgewacht mit 2 Gehirnhälften. Das gibt es nicht. Ich bin ein normaler Mensch. The pit of agony lies ahead. Das ist ja irre. Promising? It looks really deep. Ja, geil, rein. Okay. Here goes. Oh nee, nicht schon wieder 8 Minuten. Koch, hör doch auf mit dem Quatsch. Oh no. The lamp is going out. I should have seen that coming. Water, fire. Help! I can only hold my breath for 8 minutes. It's the pirate's life for me. Heißt das, wir brauchen jetzt eine Lampe, die unter Wasser funktioniert? I can only hold my breath for 8 minutes. Meint ihr, hier kann man auch nochmal... Hier kann man auch nochmal hops gehen? It's the pirate's life for me. Elaine! It's too dark to see anything. Anytime now. The flame has gone out. I guess it's not SOS. Es ist nicht wasserdicht. Ich meine, wir können das Schild lesen und hier verschwinden. Das funktioniert. Get out of here. XYZZY. That was a close one. I'll have to remember that fire doesn't burn underwater. Ich find's aber schön, dass das nochmal sagt. Ich muss mich daran erinnern, dass Feuer unter Wasser nicht brennt. Okay, wir brauchen irgendwie eine Leuchtquelle, dass wir Licht unter Wasser haben. Und ich habe noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Barebones. Oh Gott, wie viele Inseln gibt's denn hier noch? I could see you. How did you find me? I just sailed up and here you were. Who are you? I'm Guybrush Threepwood, mighty pirate. Are you alone? Zurzeit. Zählen unausstehlich sprechende Schädel. Meine Mannschaft ist unter Deck. Natürlich nicht, du bist hier. Nein, ich bin glücklich verheiratet. No, I'm happily married. Did you know that gifts between married couples are non-taxable? I didn't. That's good advice. I'm Ned Filigree, accountant. I don't mean to be rude, it's just that I'm in hiding. Vor wem hast du Angst? Who is it you're afraid of? Well, have you heard of Stan S. Stanman? The name sounds familiar. Thank goodness they locked him away on Bermuda. He'll be chipping ice in the quarry for a long, long time. I can't help but be nervous, but actually, I guess I've got decades before I really have to worry about it. Was hat er damit vor? Also was passiert? I'm afraid of Stan. He's always struck me as pretty harmless, except economically. Sure, but you never can tell what someone like Stan will do. He's got no moral center. There's that term again. Like I said, I'm glad he's safely stuck in the Bermuda quarry for a good long time. You must be good at math. I'm a creative accountant. Math doesn't really enter into it. You any good? Don't judge me by where I live. I've just had a few setbacks. It's all I can afford right now, but it's temporary. Mm-hmm. I'm on a quest to recover the secret of Monkey Island. That's a good move. I've heard the secret is a one-of-a-kind intangible, which means you can assign it whatever value you want to. Also, since it's very old, you can claim a lot of depreciation. Das ist das Wichtigste. Are you trying to tell me I'm gonna have to pay taxes on the secret? Not if you're smart about it. So. I'm gonna explore the island a little bit. Die Insel ein bisschen Find erkunden. anything interesting? Nach dem Bild That's fragen. nice of you. Well, where's the other half? No comment.
Can I have the picture? No, that would be weird. Was, wenn wir das andere Bild da rankleben? He's not coming. I admit it. I know Stan, so what of it? You can't prove anything. Naja, ich könnte beweisen, dass das Bild wahrscheinlich irgendwie daran hängt. That's a mighty fine looking chest you have there. What's in it? Everything I own. The fruits of a man's life. The yardstick by which I'll be measured when I'm gone. It's mainly paperwork. Mhm. Ich hatte noch eine Zahnbürste von Stan. Kann er uns dazu was sagen? Natürlich nicht. Ich glaube, ich habe nichts, was ich ihm zeigen wollen würde. Erstmal. Halt, ship. If that's what you can call that. Made it myself. It's a source of pride. Ist das die Polizei? The inspection point. The law requires that you're carrying limes before I allow you to proceed north. Limetten? Ooh, I left my limes on my other ship. Looks like you left a lot more than limes on your other ship. Due to an outbreak of scurvy, all ships heading north are required to carry limes. Sounds like a reasonable law. You will have to turn back. Failure to do so will result in fines, incarceration and/or scurvy. Das wollen wir natürlich nicht. Also, wir brauchen auf jeden Fall Limetten. Oh Gott, an LeChucks Schiff andocken. Oh wei. Ah, Scurvy Island. This is where Elaine's been growing all the limes for the Marley Foundation's Scurvy project. She's probably back here by now. I can't wait to see her. Dann wollen wir noch mal schauen, wo wir irgendwelche Limetten sehen, wa? It says the Marley Foundation's Scurvy Treatment and Prevention League, or STAPL, welcomes you to Scurvy Island. 1.5 miles to STAPL headquarters. Jawohl, hinter. Oh, da oben sind ganz viele Limetten. Das sieht aus wie... Tiefer See. Sieht aus wie eine Animal Crossing Insel. A cockatoo. Elaine, are you decent? Hello? Hallo? Die Notiz lesen. Hi, I'm working due west of camp and due north of the lake today. Ah ja. Die Heftklammer-Entferner weckt I Erinnerung. pinched a yak with it once, and then I sort of accidentally pinched the staple remover. I had it for years before I remembered to give it back to Elaine. She was happy and mad at the same time. Nappy. Frauer. Hey, this used to be a picture of both of us. What happened to the me part? Sag mir nicht, dass da das Bild von Stan reinpasst. Okay. Man kann auf jeden Fall da irgendwie die Bilder zusammenschieben. Interessant. Sonst können wir hier, glaube ich, nichts machen. Pirates used to have to steal this from Elaine to prove themselves. Now, at least that's what they told me when they made me do it. Brennholz. It's nicely dried, pre-cut, and ready to go. I think I'll fill up my coat pockets with this bulky firewood. Seems like it might come in handy somewhere, and I'm sure no one will miss it. Vielleicht auf der Terror Island könnte das nützlich werden. Also, hier glaube ich dann, oder? Wow, Elaine sure has been busy. Ein paar Limetten pflücken. To Elaine before I steal any limes from the fountain. Ah, that bird needs an attitude adjustment. Was? Hallo? Braucht der Vogel vielleicht ein bisschen Futter? It's a seagull. Braucht der Vogel vielleicht Cracker? It's not a parrot, it's a seagull. Ja, was braucht denn ein Ziegel? Grog? Ich kenne mich nicht aus mit Ziegels. Was will der? Ein Schuldenschein? The bird has a torn picture in its nest. A picture of me? Das ist mein Bild. Ah, that bird needs an attitude adjustment. I better talk to Elaine before I steal any limes from the foundation. These groves go on forever. Das ist wahr. Warte, aber was genau stand denn hier jetzt drin? Hi, I'm working due west of camp and due north of the lake today. Nördlich des Sees, westlich davon. Ah, ja. Hi. Hi.
Ich hatte gehofft, wieder auf dich I zu was treffen. hoping I'd run into you again. I was hoping that too. What happened at the voodoo shop? Did you get the secret? Not yet, but I'm closer than ever. I just have to gather a few golden keys together and I'm good to go. That sounds promising. What about LeChuck and Captain Madison? They weren't there, oddly enough. Well, be careful. How's your project going? The project has hit a snag. We have plenty of limes, as you can see, but people are refusing to take them. They say they don't like the taste and they don't believe they'll help with scurvy. As an elected official, I could have issued an edict, but as a private citizen, I have to convince people. I tried this flyer. Yeah, I've read part of this. Ein Teil. I know it's terribly dry, but the facts are there. Das ist gut. Hast du versucht, eine andere Schriftart zu verwenden? Using a different font. Comic Sans, for example. Yes, but I need a small one to fit all the information on. Wie wär's mit Aufzählungspunkten? What about adding bullet points? They could be little limes. People not liking limes is part of the problem, though. Good point. Wenn der Text zentriert statt linksbündig? What if the text was centered instead of left justified? Somehow I don't think that's going to make a lot of difference. Ich glaube schon. I'm not sure what to tell you. It's basically a sales and marketing problem, and neither of us is an expert in either of those things. Yeah, I see what you mean. I'll hang on to the flyer. Maybe I can find a sales and marketing expert to look at it. Okay. Also, ich schreibe mir schon mal als Aufgabe auf Flyer an Stan. Weil wenn sich irgendwer damit auskennt, dann ist es Stan. Skorbut, auch bekannt als Skorbut oder Hypo, ist eine Krankheit, deren Symptome... Ich habe schon keinen Bock mehr zu lesen. Did you happen to feel the earthquake while you were on Monkey Island? Eranbi. Ein wenig. A little. I thought you might have. How come the picture of us on your desk was torn in half? Yes. Sorry you saw that. There was an incident with a seagull. It flew away with you into the lime groves. I looked, but I couldn't find you. I see. Eine Möwe hat die Hälfte weggetragen. Love you. You too. Oh. Nehmen wir uns ein paar Limetten. Can you spare any limes? You can take a few. Nice. Like I said, I'm having trouble giving them away. Okay, dann ziehen wir jetzt erstmal durch. That's where all the driftwood goes during drift. I love that place. It's like a 100-foot candy cane. So, auf zum Schiff. Ich glaube, die werden wir jetzt noch nicht überzeugen können. Have a look at this flyer on limes. Ascorbic acid deficiency, collagen synthesis, mucous membranes. Hey, that is a bunch of science nonsense. We won't have any of that around here. Wir müssen zu Stan. Ja. As if you have any plunder. Versucht es mal mit Limetten. You should try limes. They help prevent scurvy. Where did you hear that? Is that more of your science mumbo-jumbo? You need to leave before you catch scurvy. Ja, besser ist das. Bye. Don't let the scurvy bite you. Okay, dann dürfen wir jetzt aber ja nach oben segeln ohne Probleme. Weil wir haben Limetten. This is a scurvy inspection point. Kein Problem. Law requires Ich hab that you're Limetten. carrying limes before I allow you to proceed north. Kein Problem. Look, I have limes. See? To proceed north, you'll have to fill out a customs declaration form. Name? Guybrush Threepwood. Guybrush Threepwood. Fill this out and be completely honest. Sind Sie ein Pirat? Ich glaube, ich darf davon nichts ausfüllen, oder? Sind Sie ein Pirat? Waren Sie in den letzten 6 Monaten auf Plague Island? Wenn Sie Frage 2 angekreuzt haben, war es eine Geschäftsreise oder eine Urlaubsreise? Haben Sie Frage 2 beantwortet? Tragen Sie Limetten bei sich? Sind Sie jetzt oder waren Sie jemals Mitglied einer Piratenpartei? Haben Sie Frage 4 angekreuzt und nicht Frage 6? Ich werde weder 27 noch 28 beantworten. Führen Sie großes Vieh mit sich? Tragen Sie mehr als 10 oder weniger als 3 Bananen bei sich? Haben Sie 7 nicht angekreuzt? Wenn Sie 9 angekreuzt haben. Gott, wird das gerade laut. Haben Sie nicht 2 angekreuzt? Waren Sie im Winter noch nie auf Bermuda? Wie viele Bäume fällt ein Biber so im Jahr?
Haben Sie noch nie eine Verkleidung getragen oder ein Pseudonym verwendet? Ist die Antwort auf 13 und 9 eine Lüge? Tragen Sie keine Limetten bei sich? Wenn Sie Frage 1 angekreuzt haben, überprüfen Sie, ob Sie Frage 29 angekreuzt haben. Haben Sie jemals ein unbezahlbares Artefakt zerstört und sind damit davongekommen? Ich bin gerade dabei, ein Zollformular auszufüllen. Ich denke, also bin ich. Der Nordstern ist im Süden? Ich kann bestätigen, dass ich Frage 11 falsch beantwortet habe. Ich führe keine Quizkarten mit. Die Frage 2, 3, 5, 7 und 11 sind Primzahlen. Sie haben eine ungerade Anzahl von Fragen angekreuzt. Sie haben eine gerade Anzahl von Fragen angekreuzt. Kreuzen Sie das hier an. Kreuzen Sie das hier nicht an. Kreuzen Sie das an, wenn Sie Frage 25 nicht angekreuzt haben. Kreuzen Sie das nicht an, wenn Sie in Frage 29 nicht angekreuzt haben. Ah, ich bin Guybrush Threepwood, schwöre feierlich oder bestätige, dass ich diese Fragen wahrheitsgemäß beantwortet habe. Alright, let's see how you've done. Good answer. Interesting you would check that one. Good penmanship. Not checking that was smart. Okay, this looks in order. You may proceed with full approval of the Bermuda Port Authority. Großartig. Okay, nach Bermuda Island. Oh, wow. Das riecht furchtbar. A bucket filled to the brim with rotten fish bones. Spitz. I'm Nett. staying far away from this. Das Rathaus betreten. Ah. Maybe I'll come back later. Was haben wir hier für ein Schild? It says Courthouse of Bermuda. Das Gerichtsgebäude, ha? Da haben wir ja die Judikative. Und es ist auch noch er. Richter Planke. Order in the court. I am going to cite you for contempt of court for not asking permission to approach the bench. Ich bitte demütig um Entschuldigung. Darf ich an den Richtertisch treten? I humbly apologize. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. How Wundervoll. do you plead? Unschuldig. Aus Mangel an Beweisen wurden alle Anklagen fallen gelassen. Im Fall Guybrush gegen Wahl wurde der Wahl für mitschuldig befunden. Das Verfahren wurde eingestellt, als der Zeuge wegen der Plakatfälschung nicht auftauchte. Ich habe das Fort nie in die Luft gejagt und es wurden auch keine Schießpulverrückstände gefunden. Ich wurde reingelegt. Due to lack of evidence, all charges have been dropped. Order! Order in the court! Quiet on the gallery or there will be arrests. Hier ist doch niemand. Euer Ehren, müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Did I mention I am searching for the secret of Monkey Island? Until it becomes a legal matter before the court, it is of no interest to me. Although, I do remember a case several years back where the secret was claimed to be a fraud and a scam to sell computer games. I believe that was settled out of court for a substantial sum. Herr Astrowolf, was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? What did Your Honor do wrong to get this appointment? Never beat a Supreme Court justice in cribbage. Your Honor, do you have to buy your own robes? Or are they court-appointed? Order! Order in the court! If I don't get order, I am going to clear Danke the sehr, court. Astrowolf. Herzlichen Dank für die Bits. That is all, Your Honor. Court is adjourned. Ich würde ihm gerne einmal das hier I zeigen. submit these official-looking documents to the court, seeking a reprieve from destruction. Order! Order in the court. Upon review of said order, the court finds that due to procedural backlog, the listed items have not been destroyed. Except for the fancy box that Brad from accounting took. The legality of the aforementioned document having been presented is verified. Presenting pleadant may therefore take possession of said items. I have no idea what you just said, but thanks for the key. Order! Order in the court. Outbursts of thanks will not be tolerated. Nice! Damit haben wir jetzt einen goldenen Schlüssel. It's one of the most beautiful keys I've ever seen. Nice! Astrowolf, herzlichen Dank für den Resub. Danke für die 22 Monate. Danke, danke. Sehr nice. Wir haben einen Schlüssel. Das ging jetzt doch irgendwie einfacher als gedacht. Okay. Zum Eissteinbruch, zum Eisschloss. Das ist wirklich Frozen hier, Freunde. Nach dem Stumpf fragen. Is there anything special about this stump? No. Why? Well, it was tagged, so I thought, you know, maybe there would be a great gag about a secret opening to a system of tunnels or something like that. Please don't joke about tunnels next to the prison, sir. Verständlich, verständlich. Was ist das da? The guard is guardedly guarding the guardhouse. What's that thing? Nothing. Aha. Hi.
Any chance I could get inside the quarry? Not many try to get in here, just out. What's the purpose of your visit? Ich hatte auf eine Führung gehofft. I was hoping for a tour. We don't give tours here. The only people allowed inside are the prisoners. And also, I suppose, people visiting the prisoners, but ja. no one ever does that. Ich würde gerne jemanden besuchen. I'd like to visit a prisoner, please. We do have a visitation policy, but it's quite strict. Who are you here to see? Stan. Stan. We do have a Stan. I'm a little surprised he'd have a visitor. Can you prove you know him? I can describe him. Loud jacket. Never stops moving his arms. Or his lips. That does sound like him. But I'm supposed to see some actual physical evidence. Just bring me something that shows you two have ever been in a room. Ah! That way, I can tell my boss that I did my job. Okay. Guybrush und Stan müssen im Bilderrahmen sein. Und dafür müssen wir an die Möwe kommen. Das heißt, wir müssen immer noch irgendwas der Möwe geben. Okay. Zum Eisschloss. Oh, weia. Vielleicht ist es hier drin warm? Sieht warm aus. Stab the bird. Hilfe. Nice view. Alter, ist das hoch. Endlich da? Roaring fire, melting ice. Very hügelig. Hügelig. Welcome, loyal subject. Sie hatten Schlüssel. Die kleine Schachtel These identifizieren. matches are specially formulated for freezing temperatures. Disclaimer: will not light underwater. Brennt nicht unter Wasser. It's slowly filling up with castle. This entire castle is made of ice. Thank goodness there's a fire. Die Streichholzer I'm zählen. sure there are plenty. Lila Buch. At the end of the plank. My only copy. Please don't touch it. Dass alle dieses eine Buch haben. Schon interessant. Könnten wir damit unsere Lampe anzünden? Okay, it's lit. The flame looks good. Mit den Bermudianer sprechen. Hi, ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Guybrush Threepwood, mighty pirate. Grunt. Das habe ich nicht ganz verstanden. I didn't quite catch that. I see. Okay, nettes Gespräch. Mit der Eiskönigin sprechen. Ist das Elsa? Die sieht aber anders aus. Eure Majestät. Your Majesty. No need to be so formal. This is Bermuda. You're Guybrush Threepwood, aren't you? I'm Odina the Ninth. I know your wife. Elaine. Elaine? You sound uncertain. How many wives have you got? Eine. What brings you north of the 19th parallel, Guybrush? Eure Krone. Your crown, as a matter of fact. Get in line. Everybody wants the crown. Everybody? The Crown of Keys is a ceremonial artifact worn by the reigning queen of Bermuda. It was originally fashioned from the house keys of the citizens as a gesture of trust. And or submission? My predecessor as queen is the one who added the golden key. I think it gives a certain pizzazz. Natürlich müsst ihr sie von Zeit zu Zeit reinigen lassen. Naturally, you'll want to have that cleaned once in a while. It stays perfectly clean as long as I don't let greasy pirates put their paws all over it. You may touch the crown if and when you become queen, and not before. Become queen? Interesting. Ich muss Königin werden? Wie? Hypothetically, how exactly would a person become queen of Bermuda? You have to earn it, win it, wrest it from the iron grip of the previous queen. Most people can't manage that, of course. But by the traditions of Bermuda,
All are welcome to try. To become queen, you must show your qualifications by defeating the current queen in 3 contests. The contests test your heartiness, your seriousness, and your intelligence. 3 Prüfungen ist genau wie ein Pirat zu werden. 3 trials. It's just like becoming a pirate. It's nothing like becoming a pirate. Nein. Well, except for the 3 trials part. Contests. They're contests. Ich fordere euch zum Wettbewerb der Herzhaftigkeit heraus. I challenge you to the contest of heartiness. Come with me. We've got to go downtown. Vielleicht hätten wir uns vorher anhören sollen, was man dafür machen muss. See that triangle? There are 3 of them here in the building. 1 for each contest. When you want to formally issue a challenge, you ring the triangle. Fisch des Tages. Dios mío, another challenge. Ladies and gentlemen, although your appetite for this nauseating affair never ceases to amaze me, it is my solemn duty to adjudicate this, the contest of heartiness. As you are all thoroughly aware, the objective is to successfully and permanently consume more raw fish than your opponent. Today's challenge fish is hagfish. Wait a moment. The bucket of plenty contains no plenty. There are no fish here whatsoever. And the contest cannot be held without fish. Wir brauchen also diesen Schleimaal. Das brauchen wir schon mal. Der Schleimaal. Das Zwischengeschoss ansehen. Algebra lernen. I mean, I guess this is algebra? I actually have no idea. Den Luftzug spüren. I can feel all the warmth escaping up the chimney. It's an empty bucket. Okay. Brauchen wir hier den Mathematiker, den wir dafür hier einschleusen? I mean, I guess this is Hoffnungslos wegen Algebra fühlen. Was fehlt uns hierfür? Oh, a challenge. Welcome, Your Majesty and Mr. Threepwood, to the contest of intelligence. In front of each of you is an advanced algebra problem. You are to solve it as completely as you can, and remember to show your work. No peeking, no copying, no swapping papers, and no cheating whatsoever. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. I don't have the slightest idea how to solve an algebra problem. Is the fireplace broken or something? No. I have no idea what that says. Okay, wir werden nicht die Papiere austauschen können, weil sie kriegt ja gerade alles mit. Is the fireplace broken or something? Time's up. I'll take your papers. No. No. No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Mr. Threepwood appears to have copied parts of several unrelated equations from the blackboard. Queen Odina is the winner. Better luck next time. Mhm. Können wir hier... Können wir das Feuerholz dahin legen? Feuer machen. I could do this professionally. Jetzt tropft hier das Wasser It's runter. loud about every 15 seconds, like my Uncle Ernie. Alle 15 Sekunden. Weiß man dadurch, wann man das vielleicht austauschen muss oder so? I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Did you notice the excellent fire in the fireplace? Yeah.
Time's up. I'll take your papers. I am most surprised by this, but the evidence is clear. Mr. Threepwood is the winner. But how is that possible? Clean living, regular exercise, and a brain like a mountain. Dense, motionless, and shaped by erosion. You can see the difficulty I'm having. I can. Better luck next time. Sehr schön. Damit haben wir die erste Herausforderung geschafft. 2 to go. Nice. Ja, mit denen kann man sprechen, aber ich glaube, wir können nicht wirklich uns gut mit denen unterhalten. Bermuda seems like a friendly place. Yeah, I feel you. Perfekt, danke. Raum der Herzhaftigkeit. Das Wettbewerbsschild lesen. Today's contest of hardiness will feature hagfish. Das heißt, das hier wäre ja nicht richtig. Today's challenge fish is hagfish. Das würde jetzt nicht funktionieren. Wait a moment. This is not the right type of fish. I must call off the contest until the matter is corrected. Also, let me remind you all of Local Ordinance 217 regarding the falsification of contest materials. Consider yourselves under caution. Wir haben bei dem Richter ein Bild gesehen, wo die Königin so einen blauen Fisch hält. Und ich frage mich, ob die vielleicht irgendwie ein Problem hat mit einem bestimmten Fisch, dass sie den nicht essen kann oder so. Das Hinterzimmer ansehen. Den gruseligen Kopf. Okay. Was muss man hier tun? Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ladies and gentlemen, for your viewing pleasure, we Zum present 11. Mal. only the 11th time this week, the contest of seriousness. Yep, 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 yep. On this side, the reigning queen, Odina IX of Bermuda. And on this side, the challenger, Guybrush Threepwood, currently unemployed Was soll and das of jetzt? no fixed address. If you Okay. will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. Have you heard the one about the guy who put an ice cube on a scurvy dog? He said it was chilly. Ist das Beste, was ihr zu bieten habt? The best you've got. Can I call it timeout? No. Ich habe nichts, was ich jetzt irgendwie... Es gab doch das eine Witzebuch bei LeChuck. Ich glaube, das brauchen wir jetzt wieder. Wie nennt man einen Papagei mit einem Bein? Warum kann der Ozean seine Stiefel nicht auf? Fangen wir einfach hier oben an. What do you call a parrot with one leg? Heard it. You might as well give up. I have heard every joke there is in this world. Contestants, the time limit has been reached. As neither of you has laughed. Dass mir die Klausur angerechnet wird wegen meiner Ausbildung. Let's go, Cass! Sehr geil. Sehr, sehr nice. Glückwunsch. Hallo Shady Number. Der Affenvorfall. Der Affenvorfall war ein sehr verrücktes Unterfangen. Ich glaube, wir brauchen wirklich das Buch zurück. Und wir brauchen diesen Seeaal-Dingsbums. Wo gab's den nochmal? Oh nein, die waren wirklich schon bei Wally. Wally? What happened here? Wally's shop has been ransacked. Wally, can you hear me? Are you okay? I guess he's not here. And he's probably not okay. Oh, Wally. So, wir brauchen einen neuen Fisch. They have hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take a trade-in. Today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater, and lumpsucker. What'll it be? Schleimaal. Hagfish. I'll put it on your tab. Thanks. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob irgendein Fisch hiervon unter Wasser vielleicht leuchtet, wisst ihr?
What are these little yellow guys? They're lump suckers. Easy to eat and great for sucking out cysts and boils. Uh-huh. Are the blowfish for sale? No, indeed. These are for personal use. They're excellent for burping contests. Care to join us? Don't mind if I do. Winner gets to keep the blowfish. Aye, well done. I hereby declare this a draw. Noch ein How Wettbewerb. about a burping contest? Always. Winner keeps the blowfish. Ich wüsste nicht, warum ich einen Kugelfisch brauche, aber... Ich kann jetzt einfach rumgammeln und habe nur eine Abgabe. Ja, sehr nice. Umso besser. Oh Gott, der Zoom passt ja gar nicht mehr. Das ist quasi der Zoom auf meinen Mund jetzt. Okay, wir haben aber auf jeden Fall die Fische, die wir brauchen. Das ist schon mal gut. Mundcam. Let's go. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich die Fische überhaupt essen will. I don't know. Schnozzer. Das wäre auf jeden Fall der richtige. Vielleicht kann man halt auch irgendwie dann ein anderes Bild hier reinpacken. Naja. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt tatsächlich den Wettbewerb starten. In the defender's chair, the cast iron stomach of Othina IX, reigning Queen of Bermuda and undisputed heartiness champion. Yep, 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 yep. Yep, yep. And in the challenger's chair, all the way from the Southern Caribbean, still in possession of nearly all of his original teeth, the newcomer, Guybrush Threepwood. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. Please place your fish on the plate. And now, let the eating commence! The scales are like fingernails. Ladies and gentlemen, the winner and still champion, Queen Othina. Das heißt, wir müssen uns da irgendwie einen Fisch reinschmuggeln. They're more like snakes than fish. Hm. Okay, da weiß ich noch nicht so ganz weiter, wie wir das machen wollen. Und hier brauchen wir halt irgendwas mit Witzen. Gab es da nicht einen im Fischladen? Einen, den man gut essen konnte? Du bist Nummer 1, hör mal! Ey, yo! Hello. They look a little ripe. What are these pointy ones? Slime heads. Some folks like to cut off the pointy parts before eating, but that's a personal choice. Wasn't this closer to the box before? I know fish can't blink, and I want to keep on knowing that.
What's that flag? Oh. Holes in it. Quite proud of that. We caught it up in a fishing net one day. 'Tis one of the signature flags of Bella Fisher herself. Bella Fisher? That was Bella Fisher's flag? That's what I said, yes. Die brauchen wir. Flag for sale? Bite your tongue. That's property of the chums. With the who? No one. It's too late. The bait's out of the bag. We might as well tell him. The Chums is by way of being a semi-secret society of anglers. Mostly we tell stories. Aye, stories about fish. Kann ich den beitreten? Can I join the Chums? Well... Ich kann gute Geschichten erzählen. I can tell a good story. Have you got any good fish stories? Yeah. One time, I was swallowed by a manatee. No one knows what a manatee is. Trust me, make it a whale. It'll be better. Smart. Take this fishing lure. Other Chums will have these too, on their clothes or displayed somewhere. Go out and find them, show them your lure, and tell them your story. They'll give you advice. Learn all you can, then come back here and tell us your story again. You could start with that young pirate that hangs around at the scum bar. Don't tell him where to start. He's supposed to look for the Okay. lures. Interesse an Sushi zeigen. What do you feed her? Feed her. What do you feed her? Feed her. Ich wünschte, ich könnte hier einfach mopsen. Gut. Fangen wir dann wirklich mal einmal bei ihr an. Ich meine, wenn wir schon den Tipp bekommen haben. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt noch so viele offene Rätsel sein werden. Ach, guck mal, hier oben hat sie den. Crazy. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? One time. Wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. My ship was swallowed by a whale. You know, what your story needs is a part to set the stage, to let us know what's going on and who the people are. It should come at the beginning, like A beginning? Like a beginning, exactly. Like, I was on the deck of a burning Spanish galleon with Horseface and Ichijo. And then all of a sudden, and then you take it from there. Want to give it a try? Okay. Okay. Ich hatte gerade einen Piratenjäger namens Morgan Le Flay hatte ein Schwert. Ich war oben in einem Krähennest mit einem dämonischen Ausguck namens Flambé. Ich war oben in einem Krähennest mit einem dämonischen Ausguck namens Flambé. I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambé. And then, all of a sudden, Wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. my ship was swallowed by a whale. Yeah, that's the way. Obviously, you're new at this, but don't worry. Other chums can show Okay. you more of the ropes. Okay. Ich schreib mir mal auf. Krähennest Flambé. Oh, jetzt müssen wir noch nach den ganzen anderen Leuten suchen. Und wir müssen hier auch immer noch, glaube ich, mit dem Buch gucken. Hello? Anyone up there patrolling the deck? Kick me in the Hallöchen. Hallo Miss Jessie, danke für 31 Monate. Herzlichen Dank. Unless it's a trap. You are a disgrace to the pirating profession. I'm more focused on the staying alive profession right now. Thanks. So far, so good. So viel wie der Koch weint, müsste das Feuer doch schon aus sein. True. Er ist tatsächlich noch hier. So, obviously I'm actually Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. Again. I assume that's your real skin this time? Yeah. Sorry for tricking you with the other two. Two? One. Math's not my best subject. Either way, don't worry about it. You're LeChuck's rival, not mine. I've got better things to worry about. Also, I enjoyed the book you brought me. Das brauchen wir. Are you finished with the joke book yet? Emotionally, yes. It's not that long, and I've read it 16 times already. Kann ich es zurückhaben? Can I have the joke book back? Then what am I supposed to read? You said you were finished. You've read it 16 times. It's boring reading it over and over, but it's better than nothing. Are you sure I can't have the joke book back? It's boring reading it over and over, but it's better than nothing. Where is everybody? Flambé's up in the crow's nest.
Odds are he's sleeping. Iron Rose said she was running an errand. The rest went with LeChuck on that other ship. Would that be Captain Madison's ship? I think that's right. Interesting. Sind LeChuck... Sag LeChuck nicht, dass ich hier war. Don't tell LeChuck I was here, okay? Don't worry. I wouldn't want to risk making him that angry. He gets a bit... Also für ihn brauchen wir auch noch ein neues Buch. Gott, wir brauchen noch so viele Sachen. Gott, sind das viele Punkte, die wir noch abarbeiten müssen. Wir können mit ihm aber erstmal über die Geschichte reden. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Jawohl. Ich war oben in einem Krähennest mit einem dämonischen Ausguck namens Flambé. I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambé. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. You know what? I think your story would really benefit from some colorful description. Like when I hook a fish. I don't just say I hooked a fish. I say there was a majestic fish, glistening like liquid silver, dashing through the waves, stretching my line out like the truth in a schoolboy's mouth. Okay. Oh, that does seem a little more gripping. Want to give it a try? Ja. Okay. Ich war oben in einem Krähennest mit einem dämonischen Ausguck namens Flambé. I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambé. And then, all of a sudden, wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt mit Augen wie das Schicksal und einer Haut, die von 100 Harpunen tätowiert war. My ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. Dazzling. I can see you're developing your flight feathers. Keep talking to other chums and you'll really learn to soar. I'll do that. Nice. Okay, für den brauchen wir also ein neues Buch, was wir irgendwie noch besorgen müssen. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir das finden werden, aber hey. Irgendwie wird das bestimmt schon. Okay, hier haben wir, glaube ich, nichts mehr zu suchen. Dämonenpfefferstreuer. Können wir mitnehmen? An der Suppe riechen. Old boots and deodorant. It's like a college dormitory. Ich sag euch, wir müssen immer noch an dieses Ei kommen. I'll keep my distance. Swear to God. Vicious defending their young. Wird noch passieren. Okay, wir haben jetzt... Was haben wir gerade genommen? Dämonenpfeffer. Chef Putra's demon pepper, made from the hottest peppers you can get. Tasting it is not a good idea. Vielleicht kriegen wir damit die Möwe weg. Die niest sich dann einfach komplett weg. Okay. Gehen wir mal nach oben ins Krähennest. Flambé sollte ja sowieso gerade schlafen, aber... Ja, der schläft. Okay, also können wir hier erstmal auch nichts weiteres machen, wenn wir jetzt nicht von irgendwo ein Buch besorgen. Die Frage ist, welches Buch er dann überhaupt haben möchte. Eieiei. Haben die zufälligerweise so ein Dingelchen? Nee. Stab the bird. I don't want to stab the bird. We can try stabbing the bird. I don't think it will work. But we can try. Where do I find the mint groves? Erstmal pfeffern. Ah, that bird needs an attitude adjustment. Okay. It won't work. We cannot stab the bird. Oh, whoa. Ich hab dem Fisch gegeben. That ought to give it some zip. Viel Spaß damit. It's a torn painting of... This is torn from a portrait of Elaine and me. Selber schuld. Doofer Vogel. Das ist dafür, dass du mir damals das Fischbrötchen geklaut hast, du Arsch. Perfekt, damit können wir auf jeden Fall beweisen, dass wir ihn kennen. Sehr nachtragend, aber verständlich. Oh ja. Oh ja. Wenn ihr wüsstet, was diese Möwe mir angetan hat, dass sie mein Fischbrötchen genommen hat.
So, reden wir mit ihm jetzt erstmal einmal kurz über unsere Geschichte, weil das ist ja auch ein Fellow Sea Devil. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Hell yeah. Krähennest mit Flambé. Crow's nest with a demon lookout called Flambé. Mit dem Alabasterwal. My ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes. Dir wurde auch schon ein Fischbrötchen geklaut. Die sind so schlimm. Ich hasse die. Listen, let me tell you something about anglers. By which you mean people who fish. Right, but if you are one, you'd say angler. I would? Every subculture has its own special language. Words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. That's why authentic sounding fish stories always have plenty of angler lingo. For example, I wouldn't tell people a big fish broke my string. I'd say I was jigging with a hard bait when a strike from a lunker snapped my leader. That's both highly specific and difficult to understand. Exactly the point. Want to give it a try? Sehr gerne. Okay. Ich maschelte mit einem Spinnangler namens Flambé aus einem Krähennest. Wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal. My ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. Yeah, that's the way. You almost sound like a real angler. I have given you my best tip. See if you can get some other chums to do the same. Ich frage mich, wie viele es gibt davon. So, wir haben jetzt aber erstmal einen Beweis, dass wir Stan kennen. What do you think of this picture of me and my extremely dear friend Stan together? We had it painted at our local Muskrat Club meeting. You look real close. All right, you can go in and see him. But no Guten Hunger, escapes. Weintraubi. I wouldn't dream of it. You don't want to be right there when I open the gate. Go stand next to his stump. Ah, deswegen wollen wir da nicht stehen. Okay. Perfekt, rein da. Stan muss doch hier irgendwo sein. Stan? Dich sollte man doch erkennen mit deinen fuchtelnden Armen. Stan. Hey, Stan. Hi there, son. Nice to see you. What are you in for? Piraterie? Piracy. You got a raw deal, son. Everybody does that. It's barely even a crime. But technically it is, and since you're here, I've got an idea to share with you. I want you to consider these two words. Ice. Sculpture. Separately, they're exciting. Strength. Elegance. Transparency. Ich glaube nicht. I don't think so. Don't wait too long. They're selling like hotcakes. Keine Möwe bei mir, mir hat mal ein Spatz im Hafen Pommes geklaut. Sehr kleiner Spatz, sehr dicke Pommes. Er versuchte ein paar Mal vergeblich abzuheben und plumpste dann ins Wasser. Oh nein! Übrigens, wie smart ist es gelöst, dass das Muster von Stans Kleidung komplett durchgeht und wenn er seine Arme bewegt, dann gehen die durch das Muster, also das Muster projiziert sich dann auf seine Arme. Richtig schlau. Wie wär's, wenn ich dich hier raushole? How about I bust you out of here? This place seems a little harsher than the jail on Melee. I might or might not know a competent locksmith who could take care of those shackles. Ja. Oh no, son, I can't escape. Wouldn't be wise. I'm only in for a month after all. Got a copy of the judge's order right here. Okay. Es wird hiermit angeordnet, dass der Angeklagte Smilin' Stan S. Stanman zur Zwangsarbeit im Eissteinbruch verurteilt wird. Von einem Monat. Yeah, I sure did get off light. Lucky for me, they never caught on to my pyramid scheme, or I'd probably be doing 10 years. Ist wieder rauskommen, aber ohne Pommes. Großartig. Tell me more about that pyramid scheme you mentioned. Honestly, I don't know why the law makes such a big deal about it. It's just creative money management. Easy if you know what to do with the figures. I've got this accountant, Ned Filigree. He's a genius with that stuff. If they ever saw his records,
Well, let's just say the first thing I'm doing when I get out is go burn all that paperwork. Mhm. My hunt for the secret of Monkey Island is going great. Good for you, kid. Closing time comes too soon for us all. You gotta try all the snacks you can before it does. Gut, wir müssen ihm jetzt auf jeden Fall noch das Flugblatt zeigen. Elaine and I could use some marketing advice. The Marley Foundation is trying to combat scurvy by distributing limes, but no one's willing to take them. I feel your pain, son. I had a similar problem selling life preservers in the farming community. Sometimes people don't know what they want even when they want it. You got any promotional materials? Elaine made this pamphlet. Ich hoffe, das kann er irgendwie überarbeiten. I see the problem. It's wrong from top to bottom. You couldn't sell water to fish with this blather. It's a little dry. Well, it's got facts in it. Worse than that, scientific facts. I'll need to meet with her to iron this out. Can't you just tell Och me nee. I'll tell her? No, that won't do. Things get lost in translation. A whinny isn't a whinny if it doesn't come out of a horse's mouth. No shade on you, son, but you're not a pro. You wouldn't be able to convey the nuance that's needed here. She and I have got to have a meeting of the minds, and minds have got to meet face to face. I'll let her know. Remind me what you said about Elaine's lime marketing problem? She and I have got to have a meeting of the minds, and minds have got to meet face to face. I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son. Face to face. Wie wär's face to face, wenn wir einfach das Bild von Elaine hier reinmachen? Oh, wir haben das Bild von Elaine noch nicht mal mehr. Schade. Haben wir sonst noch was wir ihm zeigen können? Nee. Nope. I can read the serial number. I'll copy it down. Okay, so kommen wir jetzt auf jeden Fall an den Schlüssel. Ich weiß nicht, ob es wirklich so simpel sein wird. Gucken wir mal. Kann man eigentlich hier jetzt ein Fast Forward machen, wenn man die Karte aufmacht? Weil schön wär's. Oh, traumhaft. Man muss nicht immer wieder runterlaufen, weil da hatte ich Sorge vor, dass wir das immer wieder machen müssen. Müssen wir aber gar nicht. Sehr gut. So, wir brauchen noch einen neuen Schlüssel. Welcome back. Hi. Moin. Boah, Alter, wir haben mittlerweile so viele Items. Sure. A shackle key, eh? Special extreme cold hardened version. Bitte stell keine Fragen. Make these shackles anymore. I guess you've had them a while? Oh, yeah, they've been in my family for generations. Seit Generationen, definitiv, ja, genau. Klar. Aber als ob wir mit Stan einfach so durchziehen können. Wahrscheinlich werden wir noch irgendwie die richterliche Anordnung anpassen müssen. What are you doing? I'm not going anywhere. I only have a month left on my sentence. Das heißt... Moment. Er geht nicht, weil seine Strafe nur noch so klein ist. Das heißt, wir müssen seine Strafe hochdrehen. Wir müssen dem Richter davon erzählen, dass seine Strafe viel schlimmer sein muss. Und das hier meint ich übrigens mit dem Fisch. Hier. Sales and marketing people like Stan are a blight on society, to be sure. But a month was all I could give him. The case lacked evidence. If there had been any legally binding evidence, I would have given him 10 years with no chance for parole. He once sold me a leaky ship. Okay, wir müssen an die Sachen kommen aus der Truhe. Admissible, given the statute of limitations is up. Court is adjourned. Okay. Ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Ich hoffe, das funktioniert alles ohne viel Rückfragen. Okay, weil wir müssen jetzt auf jeden Fall hier hin. Ihm sagen, hey, Stan kommt bald zurück. Du solltest Angst haben. We're safe. No one is ever 100% safe. I think you might be interested in this judicial order in the case against Stan S. Stanman. What's this? Only a month? Oh no!
Ich brauche die Papiere. Take these records. Get them to the courthouse on Bermuda. They'll know what to do with them. It's very damaging stuff. Stan will get 10 years at a minimum. I'd take care of it myself, but I've got to pack for witness protection. Oh, goodness. Perfekt. Genau die brauchten wir. Danke sehr. Okay, das läuft ja tatsächlich wie am Schnürchen, auch genannt. Ich habe Beweise für dich. Boah, ich finde, er sieht so cool aus, ne? I submit this satchel bursting with incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. Kann euer Ehren bitte das Statut zitieren, das eine eidesstaatliche Erklärung in folgenden Fällen verlangt? Can Your Honor please cite the statute requiring a sworn Das ist wie ein Stückchen Schnur. Statute 7, Section H, Subsection G, parenthesis E. I see. And Section U, parenthesis E, parenthesis II, Subsection A, parenthesis B. Okay. And Section S, parenthesis T, parenthesis F, Subsection U. I withdraw the question. Für das Gericht kann ich erklären, dass ich Ned Filigree bin. For the court, I can state that I'm Ned Filigree. The court can establish vis-a-vis customs documents that your name is actually Guybrush Threepwood. If I don't get order, I will clear the court. The court can only accept said documents when accompanied by a sworn affidavit of the person who is legally Ned Filigree. Court is adjourned. Wie sollen wir denn beweisen, dass wir er sind? Kommen wir jetzt irgendwie an sein Bild? Ich weiß nicht, was sein Bild bringen würde. This island seems even smaller now that there's no one here. Oh, guck mal, die waren tatsächlich so zusammen. Lustig. Können wir damit vielleicht sagen, dass wir in einer Ehe sind? Vielleicht glaubt er das? I don't know. Order in the court. I will have order. Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Your Honor, I resubmit this satchel bursting with incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. I can swear like a sailor, if that helps. Order in the court. Opposing counsel will refrain from vulgar language in this court. Wie sollen wir das machen? For the court, I can state that I'm Ned Filigree. The court can establish vis-a-vis customs documents that your name is actually Guybrush Threepwood. If I don't get order, I will clear the court. The court can only accept said documents when accompanied by a sworn affidavit of the person who is legally Ned Filigree. Court is adjourned. There is a lot of junk in here, but I think I see the evidence that will lock Stan up for a long, long time. May I approach the bench, Your Honor? You may approach the bench. Court is now in session. Judge Plank presiding. Tragen Sie unter dieser Robe eine Hose? Your Honor, may I inquire about the case of Everyone v. Stan? Sales and marketing people like Stan are a blight on society, to be sure. But a month was all I could give him. Okay. The case lacked evidence. If there had been any legally binding evidence, I would have given him 10 years with no chance for parole. Court is adjourned. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ich habe noch nicht mal einen Ansatz. I loaded them with demon pepper. Moment.
Moment mal. Wir haben die gerade mit dem Pfeffer versetzt, ne? Ich glaube, das Problem ist, dass wir das dann jetzt gleich auch nicht essen werden können. Ich brauche noch einen anderen Fisch. And now, let the eating commence. Well, it seems that both contestants are having some trouble. I declare this contest a draw. Contestants may now seek medical attention if they so desire. Okay, okay. Wir brauchen noch einen zweiten Fisch. Sonst geht das nicht gut aus. Schade. Okay, kommen wir irgendwie an das Buch, was da oben liegt? At the end of the plank. My only copy. Please don't touch it. Natürlich nicht. Wir haben doch sonst kein Buch, was wir abgeben können, oder? Wir könnten LeChucks Tagebuch ihm geben. Als ob der LeChucks Tagebuch haben will. Ich meine, vielleicht will er das I'll haben. make this quick. I don't know when LeChuck's coming back. Habe ich noch nicht mal ausprobiert. Hey Bob, I've got a great book for you. It's LeChuck's personal diary. Yikes. I wouldn't want to be caught with that. And you shouldn't either. Wie wär's mit dem? Hey Bob, I've got a great book for you. It's Gullet's poetry. Unpublished. You can get a sneak peek. There is nothing about Gullet that I want a sneak peek of. What kind of books do you like? At this point, I'd have to say long ones. I go for pure, unadulterated, massive length. The trouble with books is that they end. Lange Bücher. Boah, wir haben so viele offene Punkte gerade. Oh. Wir müssen immer noch gucken, wie wir irgendwie was unter Wasser zum Leuchten bringen können. Das wird auch noch sehr schwer. Did you feel the earthquake? I was too busy running for my life. Wo wollte ich hier gerade hin? Hier wollte ich hin. Hello. Vielleicht reicht jetzt unsere Geschichte. Ah ja, das war, weil ich mir... I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Das war hierfür. Can Chum members use the flag for events and things like that? The most respected members can. Once you show us you can tell an excellent story, we'll consider loaning you the flag. Okay, dann würde ich gerne jetzt mal eine Geschichte erzählen. Vielleicht reicht das ja sogar schon. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. I presume you want to tell us a story, but I can also tell just by looking at you that you're not ready for the likes of us. Go out and find more chums to advise you. They'll know when you're ready. Warte. Er vielleicht? Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. I presume you want to tell a story. Na, okay. But I can also tell just by looking at you that you're not ready for the likes 4 of us. Millionen Wörter? Was ist das denn für eine Fanfiction? They'll know when you're ready. Ist ja crazy. Dass die Tür hier hinten auch immer noch klemmt, ne? Stuck closed. That never ends well for the knife.
I don't see anything useful here. Was könnte man denn sonst mal... Was machen wir überhaupt mit dieser Zahnbürste? Warum haben wir die? Stab the door. Immer. Hey, Guybrush! Der kann uns auch nicht weiterhelfen bei irgendwas, oder? Nee. Let's visit again soon. Have your people call my people. Die endlose Geschichte. Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. Das heißt, die braucht ihr Buch zurück. Und ihr Buch war das Kochbuch, ne? Ah, jetzt brauchen wir auch noch das Kochbuch zurück. Warte, habe ich gerade irgendwas hier rumfliegen sehen? Das sah... Ich weiß nicht, ob ich gerade irre werde, aber ich glaube, ich habe gerade irgendein Insekt hier rumfliegen sehen. Jetzt habe ich Angst. Ah. Hoffentlich keine Motte. Ne, das sah eher aus wie irgendwie so eine große Stechmücke. Aber ich habe nur ganz kurz irgendwie da... Vielleicht war das auch irgendwie was im Augenwinkel. Aber kennt ihr das, wenn ihr dann jetzt so Angst habt? Dass die ganze Zeit irgendwo was sein könnte? Das habe ich gerade. Eine Fanfiction zum Vorlesen? Gerne. Nächste Woche Samstag um 12 Stunden Stream, let's get it. Können wir das Buch vielleicht irgendwie austauschen? It's only slightly singed. Are you done with the cookbook? I'd like it back. No, you can't take it. With my bar gone and no hope to repair it, this is all I have left. Wie wär's, wenn er den Schuldschein bekommt? What would you say if I told you the governor authorized funds for the rebuilding of the scum bar at an unspecified future date? She did? That's fantastic. I'll have a sunken area that catches grog spills for recycling and a medical triage. Yannick and the Pain of Monkey Island, ja. What's the plan? Oh Gott. Okay, wir können das Buch wenigstens wieder zurücknehmen. Okay, if I take this cookbook back now? Sure, of course. Thank goodness. Ah, man fühlt sich halt immer so unfassbar erfüllt, wenn man diese ganzen Rätsel in Monkey Island dann löst. Aber am Anfang ist es bei Monkey Island immer so, dass du so 20 Aufgaben gleichzeitig kriegst, die du lösen sollst. Und erst in 4 Stunden kommst du langsam dazu, alles wieder zu lösen. Oh Gott. Puh. Thank you. It looks like you tried to cook the book instead of the recipe. Well, I should be thankful I'm getting it back at all. Next time you can just put it in the bookshelf yourself. Perfekt, dann klauen wir uns jetzt mal das hier. Can I borrow this book? Fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Endlose Geschichte klingt jetzt ja so, als wäre das was der möchte. Er möchte ja ein Buch, was nicht endet. Endlos klingt da ganz gut. Okay, dann haben wir auf jeden Fall ein Witzebuch, das ist top. Hey Bob, would you like to read this book? It's about a voyage that never ends. Sounds interesting. And long. Here's your joke book back. Ist so schön und so scheiße gleichzeitig. Ey, safe. So, das heißt, wir schaffen jetzt auf jeden Fall auch schon mal das zweite Rätsel. Die zweite Herausforderung. Weil wir können sie zum Lachen bringen. Denke ich zumindest sehr sicher. Weil sie sagte, sie kennt alle Witze aus dieser Welt und das sind jetzt ja andere Welten. Schwarmintelligenz, sehr nice. Auch mit seinen Eltern das zu spielen, stelle ich mir sehr witzig vor. What do you call a pirate with 12 swords? Whatever he wants you to. Es braucht schon mehr als It'll das. take more than that to crack me up. Warum haben Dämonen Hörner auf ihren Köpfen? Why do demons have horns on their heads? Because they're too uncomfortable under the arms. Der Witz war aber wirklich nicht schlecht.
Tja. I've never heard that one before. Ladies and gentlemen, the winner is Guybrush Threepwood. How'd you get that book? I'm not confiscating this. Only one more contest to go. Und dafür brauchen wir jetzt einen zweiten Fisch, der nicht verpfeffert ist. Geht für Singleplayer-Spiele sehr gut. HDMI-Kabel-Fernseher, jeder kriegt die Maus für eine halbe Stunde. Oh, das klingt richtig schön. Das freut mich sehr. In der Zwischenzeit. Wenn man das liest, weiß man, dass man Fortschritte macht. You found it like this? It was over 200 years old. It's the only one on the island. An irreplaceable natural resource. What are we supposed to do with it now? Make toothpicks? How many people besides yourself even know the location of this tree? Not many at all. I did tell someone about it just recently, but... But what? Who was it? Well, odd coincidence. Ich glaube, es ist nicht so gut, dass Elaine langsam erfährt, was wir so im Schilde führen. Glaube ich. Wie kommen wir an eine eidesstaatliche Erklärung dafür? Und wir müssen immer noch alle Seeteufel finden. Hier ist schon mal keiner. Das Ding ist, auf dieser Insel haben wir jetzt ja schon einen Seeteufel gefunden. Ich glaube, es gibt so auf jeder Insel gefühlt irgendwie Seeteufel. Ist Flambé ein Seeteufel? Ja, von denen ist keiner ein Seeteufel. Im nächsten Spiel dann einfach geschieden. Der ist kein Seeteufel, ne? Nee. Elaine ist doch kein Seeteufel. Doch! Hi. Als ob! Das gibt's ja gar nicht. Greetings, fellow chum. Guybrush! You've joined the chums! I'm glad. Maybe a new hobby will help you get your mind off the secret. Sure. Well, let's hear what you got. Spinnangler. Bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambé. And then, all of a sudden, Ein my Alabasterwal. ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. That's nice, Guybrush, but I think you've left out the most interesting part. What was it like inside the whale? What happened in there? People want to hear about the experience. That makes sense. Want to give it a try? Okay. Okay. I was bait casting dead stick from a crow's nest. Monkey with a Island Guggen Multiplayer. called Ja, Mann. Flambé. And then, all of a sudden, Es ist, als ob man so die Backseat Gaming Door einmal aufmacht. Genaschen verschluckt mit Augen wie das Schicksal, wurde unser Schiff von einem riesigen... Ich bleib beim my Alabasterwal. ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. Ein Typ, der schon drin war, dachte, ich wollte ihm seine Freundin wegnehmen. Drin war es, als würde man auf Weichkäse laufen, mit Flüssen von Erbsensuppe, die wie die Köderkiste einer Landratte Inside was like stank. walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. Eine falsche Bewegung und du trägst Jonas Mantel, eine Schicht aus fettigem Schleim, so dick wie ein alter Pfannkuchenteig. Ich zündete den Rumpf mit Flambés Kopf an, damit er unter Wasser brannte, blendend wie die Sonne und wütend wie das Meer. I lit the hull with Flambé's head so it would burn underwater, blinding as the sun and furious as the sea. I think you've got it. This could be a whole new path for you, Guybrush.
You know who you should talk to? Locksmith. At Smith's Locks on Melee. Thanks. Wieso sollte ich mit ihr reden? War die auch eine? Locksmith? Hi there. Hiya. Tatsache. Das gibt es nicht. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Oh ja. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden, Das ist mittlerweile alles so lang, ne? my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup. Sie wird jetzt wahrscheinlich, hoffe ich, Landlubber's bait box. sagen, dass man jetzt noch ein gutes Ende braucht. Und dann haben wir, glaube ich, alle gefunden. Weil 5 wäre ja eine gute Zahl, die man finden muss. But then what? A key point of every fish story is a dramatic ending. Sag ich doch. Land the fish? Did it get away? Oh Leute, ich muss gerade so Did someone get gigantisch schiffen. married or killed, or both? People want to know how things turn out. Oh, that makes sense. Want to give it a try? Ja. Wanna give it a try? Okay. Flambe. Bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden, Alabasterfisch. Alabasterfisch, Wal. Titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by Bin ich eigentlich der Einzige, der immer so Hardcore-Probleme hat, den letzten Schluck aus so einer Dose zu kriegen? Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. I lit the hull with Flambe's head so it would burn underwater, blinding as the sun and furious as the sea. Und dann sind wir entkommen durch das Verdauungssystem mit dem Schiff. And then we escaped through the digestive system, ship and all. Toll. I think you've got a lock on it. You assemble the pieces very well. I think they'd appreciate your tales across the way at the fish shop. So. Es ist soweit. Wir haben unsere Geschichte parat. Greetings, fellow chum. Hallo. Have you a story to share? Oh ja. Don't be nervous thinking it's a test to see whether you've mastered the art. Even though that's just what it is. Also. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. I lit the hull with Flambe's head so it would burn underwater, blinding as the sun and furious as the sea. And then we escaped. Through the digestive system, ship and all. That was a whopper of a story. You've clearly learned all there is to learn. I hereby declare you to be a chum grand. Liebe Grüße, Sophie. Viel Spaß. Congratulations. Viel Spaß beim Film. Thank you. That's a great honor. So, und jetzt möchte ich die. Is it all right if I take this flag with me? That would be within your rights as a well-respected chum of the highest order. Seriously? Intermission. Können wir uns jetzt den Fisch klauen? Be sure to treat it nice. It doesn't need more holes than it's got already. What do you feed her? Feed her. Der ist wirklich weiter nach vorne gekommen. Okay. Das Problem ist, wir können immer nur einen Fisch bei uns tragen. Das heißt, wir müssen irgendwie noch an zum Beispiel den Kugelfisch kommen. Aber ich weiß nicht, wie wir noch mehr rülpsen können.
That's 2 flags. I can see parts of the map through the holes. Maybe I need more flags. Und wenn man alle 4 Flaggen hat, dann sieht man nur noch ein Loch und an der Stelle ist dann das Schiff untergegangen. Es ist ziemlich offensichtlich, was halt so bei den Rätseln so weit passiert. Aber man muss halt gucken, was man jetzt genau wie in welcher Reihenfolge kombinieren muss und wie es da vorangeht. Ha. Ja, nix Teufelsfrucht macht ihn zu einer Banane. Junge, was? Ich bin eine Banane. Boah, ohne Witz, er ist immer noch so mein Lieblingsclip, ne? It's not like her to leave the place unlocked. Also, I smell brimstone and beard oil. LeChuck's been here, and that magical glow on the safe is new. I bet that's his work. Unless it's Captain Lila. Okay, sie hat ja die Exekutive, ne? Vielleicht können wir ihr mal einmal das Dings zeigen oder so? Vielleicht kann sie uns dann helfen mit dieser eidesstaatlichen Dings für... Bliblub? Moin. Kannst du uns hiermit helfen? Natürlich nicht. Das ist kein potenzieller Marketing-Experte. Nein, nein. I'm sure there are plenty. Ich glaube ehrlich gesagt, in Terror Island werden wir immer noch nicht weiterkommen. Oh, müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen? Ah ne, hier sind wir. So, welche Reihenfolge war es jetzt nochmal? Ah, guck mal, das macht er jetzt automatisch, wie toll. Okay, here goes. Oh no, the lamp is going out. I should have seen that coming. Water, fire. It won't light underwater. No luck lighting a match underwater. Help! Hätte ja sein können. It's too dark to see anything. It's too dark to see anything. Help! It's too dark to see anything. I can only hold my breath. X, Y, Z, Z, Y. Irgendwas, was unter Wasser leuchtet. I'll have to remember that fire doesn't burn underwater. Vielleicht finden wir irgendwas, wenn wir zu dem Schiff kommen, was unter Wasser ist. Und dann hilft das dann vielleicht sowieso. You can smell the ascorbic acid. Aber was können wir dann, Jan, jetzt gerade überhaupt machen? Wir haben so viele Dinge offen. Wir müssen irgendwie an einen anderen Fisch kommen. Dafür müssen wir irgendwie doller rülpsen. Aber ich weiß nicht, wie wir mehr rülpsen können. Okay, it's lit. Wir müssen irgendwie an so ein eidesstaatliches Ding von dem Typen kommen. Das wird uns ja wohl schlecht Stan geben können. Ich meine, wir können ihn mal fragen, aber ich befürchte, das wird nicht klappen. Was hat der Ned gesagt, wo der jetzt hin will? Ich glaube, ihm sollten wir das nicht zeigen. Nope. That's my old accountant Ned Filigree. Genius with figures. But if they ever saw his records... Hey, Stan. Howdy, son. Erinnere mich daran, was du über E-Mails Marketingproblem. Wie war nochmal der Name deines Buchhalters? What was the name of your accountant again? Ned Filigree. He's good, and he works cheap. Be careful, though. He's got a hang-up about meticulous record-keeping that can be problematic if anyone looks too close. I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son. Wisst ihr, was das Schlimme ist?
Ich glaube, wenn ich mir jetzt hier oben einen Hinweis nehmen würde, dann würde mir das noch nicht mal wirklich weiterhelfen. Überhaupt nicht. Guckt euch mal an, wie viele Sachen das hier mittlerweile sind. Gott, oh Gott, oh Gott. Das gibt es doch nicht. Ich brauche einen Hinweis. Wie finde ich eine Lichtquelle, die unter Wasser leuchtet? Vielleicht das erstmal. Eine normale Flamme wird unter Wasser nicht brennen. Du musst etwas anderes verwenden. Ist es doch so einfach? Hört sich jedes Mal an, als würde ein Bär aus dem Winterschlaf erwachen. Können wir zufälligerweise irgendwie unsere... Sure he won't mind if I borrow some demon fire. Dämonenfeuer. So einfach. Ach, Diana hat was zu essen. Ein Guab an Diana. Special-Feuer. Es leuchtet sogar rot. Dann springen wir da mal doch mal rein, oder? Here goes. Nice. I don't think I'll get too close. They probably taste delicious. Delicious. Rippen. Look at these ribs is making me hungry. Ist da ein Anglerfisch? Moin. Tiefer hineingehen. Schild lesen. Says, warning. It's a long way. Ein langer Weg nach unten. Ow. Lucky thing you landed on my bed. Herman Toothrot? I think so. It's been a while. Wie ist es hier ergangen, Herman? Bist du schon lange hier? Have you been in this cave very long? Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. On a human scale, however, yes! It all depends on your perspective. Okay. I'm looking for a golden key. Sounds like something I might have read in a book once. Are you a fictional character? Not that I'm aware of. Wie kommt man aus diesem Ort raus? How does a person get out of this place? Typically, you don't. Uh-huh. Are you freaked out by all the weird screaming in the caves? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Primal screaming is very therapeutic. Try it. Ah! Whew, you're right. Yeah, that feels good. Can I get you anything? Out would be nice. Out would be nice. It's a golden key. Nimm ihn dir. No touching. Aber... Let's make a deal for the key. I'm pretty sure I wanted it for a reason, but a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. So, get me out of here, and then I'll let you have the key. Okay. If you let me have the key, then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first. Key Natürlich. afterward. Okay. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Just give me the key already. Ow! Give me the key. Ow! I need it.
Oh! No! Whoops. I'm eager to see how you're gonna get us out of here now. XYZZY. Aber hey, er ist auch wieder draußen. Well, that wasn't so hard. What happened to Mr. Toothrot? When? Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh, okay. Hast du ihn einfach zurückgelassen? Aber... Sorry. Okay. Upsi. Threepwood, alive? Uh-oh. How is that possible? Someone saw him talking to an old crone on Low Street. I confirmed it myself. I'm more concerned about the crone than Threepwood. Who is she? Just some old bag of bones. Don't worry about her. I took care of her. Nein. Excellent. Die hat den Schlüssel. Key on her. A big fence. Nein. Do you want it? No, no. We don't need the keys. We have a better way. Just put it where Threepwood won't get it. Like where? I don't care. Use your imagination. Yes, Captain. Now, I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Dort, wo Threepwood ihn nicht bekommt, ha? Hi. Hey, boy. Got a warning for you. A warning? You're in danger. A stocky little ghost lady found me out. She came here and roughed me up. Took away my golden key. Oh, no. Any idea where she might have taken it? Don't know. Can't afford to care. I know when I'm beat. I'm giving up on the secret. So schnell? You ought to get out too. Thanks for the warning. Wow. Ich habe 2. I've got 2 golden keys. Good for you. But you be careful. Mhm. See you around, Whitey. Most likely. Aber die hat doch wohl nicht den Schlüssel jetzt einfach nur auf dem Schiff versteckt, oder? Das wäre ja fast peinlich. Wenn der jetzt einfach hier irgendwo in LeChucks Kabine ist. Sieht aber nicht danach aus. Jawohl. Bis dahin, Masky. Viel Erfolg und eventuell bis später. Je nachdem, wie lange ich hier noch brauche, mit Sicherheit bis später. Wo Guybrush Threepwood ihn nicht bekommen kann. Wo könnte sie den ver... Oh Gott, ich hab's gesehen. Oh no. Unexpected, but welcome. Yikes. Yikes. Können wir das auch pfeffern? Nee. Wie kommt man an einen goldenen Schlüssel in einem Huhn? Ew. Ich meine, vielleicht müssen wir es einfach nur die ganze Zeit füttern. Und irgendwann macht's Pupi und dann fällt er runter. Bezweifle ich aber, dass das das Ziel ist. Yikes. Zahnbürste.
den Schlüssel I holen. think that only works on live chickens. I think that only works on parrots. I don't think so. Das kann man ja auch nicht, mit nichts irgendwie versetzen oder so. Ew. Excellent. Excellent. Hm. Und einfach nur füttern wird auch nicht das Ziel sein, weil... Ich glaube nicht, dass man hier 10-mal versuchen muss, das Huhn zu füttern. Und dann passiert erst was. Ich glaube, das würde dann weitaus früher passieren. Allerspätestens nach irgendwie 3-mal oder so. Yikes. Wir zünden das einfach an. Klappt leider auch nicht. I think it's out of juice. Oh, und jetzt komme ich schon wieder nicht weiter. Hm. Aus der Küche können wir uns ja auch nichts nehmen. Keine Nudeln. Leere Kiste. An empty demon pepper box. Looks like Putra replenished her supply. Ich glaube auch nicht, dass er hier oben irgendwas darüber weiß. Hang in there, Bob. Still not funny. Aufgebrauchte Zaubertrankvorräte. Ich sollte die jetzt nicht läuten. Not a good time to attract attention. Nee, nicht unbedingt. Vielleicht gibt es irgendeinen speziellen Fisch, den Hühner mögen. Aber was weiß ich welcher. Hühner essen doch keinen Fisch. Oder lebe ich hinterm Mond? Und hier müssen wir auch immer noch gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir lauter rülpsen als die anderen. This is Chef Putra's demon pepper, made from the hottest peppers you can get. Tasting it is not a good idea. Ich habe absolut keinen Dunst. Beulensauger. These are tremendous. What are they? We don't actually know. Found them at the bottom of the shipment. What are those fish up there called? Floaters. Best not ask why. Was für eine Trophäe. Hör mal. Mit einem Rülpswettbewerb, ja. I think I'll browse today's catch.
You'll find none better. Wenn ich wüsste, wie ich lauter rülpsen kann. Ich würde ja überlegen, dass man irgendwie den Grog trinken muss oder so. Oder halt irgendwas trinken muss. Gross. Looks like day old avocado soup. Aber... ich glaube, ich brauche nochmal einen Hinweis, aber ich weiß nicht, wie weit uns das weiterbringen wird. Wie befreie ich Stan? Genau. Dafür müssen wir die Strafe hochdrehen. Ja, richtig. Durchstöbere Netztasche in deinem Inventar. Ja, aber das haben wir doch schon gemacht. Ach, komm. Ey, komm schon. Das ist nicht dein Ernst. Seit wann muss man denn auf einem Item in seinem Inventar zweimal Rechtsklick drücken? Wir haben einmal Rechtsklick gedrückt, da hat er gesagt, oh, hier ist aber eine Menge Stuff drin. Und jetzt müssen wir nochmal da drauf drücken. Ach komm. Ach komm schon. Come on. Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Das ist doch quatschig. Oh. I'm no expert, but this stuff looks as dirty as a bag of mud in a pigsty. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Aber Moment. Damit können wir doch immer noch nicht sagen, dass wir eine eidesstaatliche Erklärung oder irgendwas haben, oder? Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Could work. Could work. Order in the court. The court has previously recognized Ned's depth of knowledge in accounting. Do not waste the court's time by submitting redundant evidence. Ja, aber ist das dann nicht Evidence? Your Honor, I submit these highly prejudicial and incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. Echt ein 8-Janik-Emote haben? Ja, aber wie würde das denn aussehen? The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. Counsel for the aggrieved withdraws the damning exhibit, but reserves the right to resubmit at a later date. Court is adjourned. Heißt das, wir müssen das irgendwie... I'm no expert, but this stuff looks as crooked as my Uncle Elmo's teeth. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Das wird doch auch nichts bringen, oder? Was würden wir ihm das zeigen? Order in the court. The court has previously recognized Ned's depth of knowledge in accounting. Do not waste the court's time by submitting redundant evidence.
Ich finde es halt so komisch, dass man jetzt irgendwie so einen edelstaatlichen was weiß ich was braucht. Weil ich keine Ahnung habe, wie man da irgendwie drankommen soll. Ich dachte, dass das jetzt sogar ziemlich smart schon gewesen wäre. Auch wenn es halt weit hergeholt ist, das Einzige, was ich mir gerade noch vorstellen könnte, ist, dass man das jetzt vielleicht Stan zeigen kann. Und er sagt, oh mein Gott, bitte verbrenn das für mich. Und verbrenn das noch mit dazu. I could be jailed for aiding and abetting if I give these to Stan. Better to hand them over to the authorities like Ned wanted. Mhm. That's my old accountant Ned Filigree. Genius with figures. But if they ever saw his records... Wie kommen wir denn an irgendwas von Ned? Boah, ich stehe momentan wieder so auf meinem typischen Secret of Monkey Island Schlauch und komme überhaupt nicht weiter. Wir müssen irgendwie an das Huhn kommen. Wir müssen irgendwie das machen mit Ned. Und wir brauchen noch irgendwie einen weiteren Fisch. Zum Beispiel müssen wir lauter rülpsen. Ja. Hilfe! Ja, woher kriege ich zusätzliche Papiere? Vielleicht kann eines der anderen Dinge in Neds Tasche helfen, den Richter davon zu überzeugen, dass du Ned bist. Die wollen doch jetzt wohl nicht sagen, dass ich das so machen... Das ist doch vollkommen Quatsch. Nein. Ich soll mich jetzt neben die Papiere von Ned stellen, obwohl da offensichtlich Ned draufsteht, damit die denken, ich wäre Ned? Nein. This should clear up any issues about who I am. Do you hereby swear under oath and penalty of incarceration that you are Ned Filigree and the documents you are submitting are true and legal? Verdammt richtig. Great. Order. Order in the court. There will be no more outbursts of profanity in this courtroom. In light of this new evidence, I hereby sentence Stan to 10 years of hard labor in the ice quarry with no chance of parole. Please retain this legally binding documents for your records. Danke sehr, Karum Kavi. Herzlichen Dank. Weil 10 Jahren! Das sehe ich nämlich genauso. Ich finde auch, das beweist überhaupt nichts. Das ist wirklich quatschig. Das ist schön, dass du das auch so siehst. Das beruhigt mich. Weil manchmal ist es ja doch so, dass ich gerne mal auf dem Schlauch stehe und dass ich wirklich einfach zu blöd bin, etwas einzusehen. Aber wenn eine andere Person das auch so sieht, das beruhigt mich. So, ich glaube, du möchtest, dass ich dich raushole, mein Freund. I have some disturbing news about your sentence. 10 years? Oh no, I can do a month standing on my head, but not 10 years. You gotta get me out of here. Kein Problem. Ich hol dich gerne hier raus. Wollte ich ja schon die ganze Zeit. Ah, freedom. Now let's get out of here before they come by to refrost the shackles. Yes, I want to take you to talk to Elaine about the lines. There's a handy tunnel over there where Chisel Pete escaped a few days ago. Ab dafür. Ja! You could come, Mr. Stanman. Always happy to help out a fellow entrepreneur in a non-compete. Oh geil, bei dem Muster ist das auch so. We'll start with branding. Lime is the residue in a bathtub. It's thin, it's unappealing. Saying it out loud sounds like whining. We need something with sizzle, with edge, like razor bombs or sour bombs or something. I see what you mean. Guybrush, you were once a young man with adrenaline issues. What do you think? Todeskugeln. Death globes. I like it, I like it. You've got a future, son. Your promo flyer has also got to go. Now let me just show you what I'm thinking. We want snake oil, crystal vibrations. The more miraculous and improbable it sounds, the better. I'm not sure I'm comfortable with lying. Then we won't put it into words. We'll use a picture. Pictures don't lie, they imply. Guys, if death globes could do anything in the world for you, what would you want it to be? Das Geheimnis von Monkey Island finden. Das Geheimnis von Monkey Island finden. Das Geheimnis von Monkey Island finden. Guybrush. That's good, but I'm thinking more along the lines of a superpower. Unwiderstehlicher Charme. Irresistible charm? You've already got that. Aww. Everybody wants to be charming. That's perfect.
Now, lastly, we need a call to action. Get cold or go dark. Das gute AIDA-Prinzip. Don't mean anything. Don't need to. It's just a short, punchy slogan that sounds like you're supposed to do something right now. Beiß rein! Bite these. Almost too meaningful, but I think we can work with it. This is your new flyer. Geil. Neu! Todeskugeln! Beiß rein! Verhindert Haarausfall, reduziert Bauchfett, kann auch Skorbut heilen. Wow! Irre. Show people this and they'll be begging for your product. Name your price. Firstborn, anything. Actually, we'll be giving them away. This is a public health initiative. What? Well, now that's just crazy talk. You don't give away the prize bull just because people need bulls, if you follow me. I'm definitely sensing some bull here, if you follow me. Well, it's about time to close anyway. You can mail me my cut. I'm out of here. Don't follow me. Your cut? Now, wait just a minute. Bis dahin, Stan. It's a very convincing... I'll just borrow this for a little while. Jawohl. Und damit kommen wir jetzt an die nächste Flagge. Traumhaft. Hallo, meine Lieben. I have some exciting scurvy news for you. Read this. Death globes. A new amazing miracle fruit. Regrows hair, removes belly fat. Also cures scurvy. Fantastic. Hör mal. Have you got any of these miracle death globes? Aber zufälligerweise schon. These little green guys. You're sure there's no science in them? Absolut nicht. You won't find a whiff of science. We're saved. Bite these and welcome aboard. Her mit der Flagge. Her mit der Flagge. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch eine Flagge. Sie sind da lang gegangen. Nee, wir können jetzt ruhig wieder gehen. In der Zwischenzeit. Oh oh. Elaine! I can't tell you how happy I am to see you. Assuming you're real, of course. Just because I can see you doesn't necessarily mean you're real. Case in point. You'll never guess who I thought was here in the cave stealing my golden key. But then he just vanished. Which is something hallucinations do that real people generally War eine Halluzination, das war nicht ich. Where is that key? I had it right here. And there aren't that many places it could have gone. Eieiei. Okay. Die allerwichtigste Frage jetzt gerade ist, wo gibt's überhaupt noch Flaggen? Weil wir haben jetzt 3 Flaggen. Wo gibt es... Wo ist die letzte Flagge? Haben wir die schon irgendwo gesehen? Wo ist die letzte Flagge? Du meinst, du hast die irgendwo gesehen, bist dir aber nicht sicher? Hier nicht? I have no damn clue. Warum klang das so gut nach einem Piraten? Das war gerade fast schon ein bisschen erschreckend, wie gut das so klang. Oben vielleicht bei der Königin, aber nee, das würde ich nicht glauben. Bei ihm vielleicht? Auch nicht. Actually, let's be formal after all, shall we? Your Majesty. Yes. Ich muss los. Thank you for the audience. I'll take my leave. Very well. You may go. Eine Flagge brauchen wir noch. Eine Flagge.
Hier war ja auch nichts mehr drauf, oder? Nope, nope, nope. Dann muss es doch eigentlich auf Scurvy Island sein, weil wir hier noch nichts gefunden haben, oder? Ist der echt? It's a very realistic likeness of the scarlet-plumed point-and snip bird. I didn't know Elaine was into woodworking. Whoa, had me fooled. Ich bin drauf reingefallen. Hier ist nix. Im nächsten Teil spreche ich mit, natürlich. Elaine and I swim there sometimes. Ja, hier wird nirgends sowas sein. It looks like a parrot or a cockatoo. Nope, nope, nope. It obviously means something to Elaine too. Hat LeChuck davon ein Stück? Am ehesten wird's halt noch dazu passen, dass es halt irgendwo bei LeChuck ist. Aber ich wüsste nicht, wo ich das hier gesehen haben sollte. Nee. Müssen auch immer noch herausfinden, wie wir an diesen Vogel kommen. Bei der Werft ist auch nicht... Hier ist eine Quizkarte. Na, Freunde, wer will einen 5-Minuten-Timeout? Unterhalb der Klippe auf Monkey Island ist... Na? Ihr könntet recht haben. Weintraubi, hau raus. Was ist die richtige Antwort? Gummibaum. Das ist sowas von falsch. I'm so sorry. Ich weiß nicht, ob es Schmerz ist. Oh Gott, jetzt kommt das wieder. Ob es Schmerz ist oder Lava. Das kann auch sein. Weintraubi, du bist gleich zurück. Keine Sorge. Ich denke, Lava ist auch richtig, schätze ich auch. Vielleicht müssen wir auch nochmal in den Wald? Oh nein, das Museum ist geschlossen. Brilliant deduction is that the museum is closed. Eine gute. Wie machst du das? Das ist mir kein einziges Mal passiert, aber bei dir jedes Mal. Dass das Spiel sich so aufhängt, das liegt, glaube ich, ziemlich sicher daran, dass ich immer raustappe, wenn ich jemanden timeouten möchte. Und dann weiß das Spiel nicht mehr, was passiert. Also es ist ein sehr spezieller Fall. Schöne Grüße aus der Void. Liebe Grüße zurück. Wo finden wir diese vermaledeite letzte Flagge? Bis später, Alienthetic. Schön, dass du hier warst. The Sea Monkey 2 is almost as nice. Hi there. Hello. Freunde, wo ist diese Flagge? Hey, Guybrush! Ich flippe hier aus. Ich konnte nicht. Scheiße. Da haben wir ja gerade erst eine Flagge her. Der wird keine Flagge haben. Wo ist Wally?
Hier ist auch kein Stück der Flagge. I don't know what this glow means, but I bet it means LeChuck or Madison. Or Either way, both. I'd better find the keys soon. Not done with my drink. Einen erfrischenden Schluck nehmen. That was refreshing. Warte, wenn's erfrischend ist, ne? Wait a second. Hey, how about a burping contest? Always. Ja, aber das wird ja nicht reichen. The blowfish. Warum haben wir gerade einen erfrischenden Drink gehabt? Wofür? Wir haben jetzt einen leeren Grogkrug. Aye, that was an absolute ripper. I Ripper. declare you the winner. The blowfish is yours. Das Problem ist allerdings... Okay, wir können jetzt rülpsen. Wo sollten wir rülpsen müssen? Wenn man mit dem Drink ein bisschen länger wartet, rülpst er irgendwann von allein. Da ist dann der Hinweis. Ah, gucke mal. Ich hab's einfach vorher schon verstanden. Weil ich bin crazy. Not done with my drink. Vielleicht können wir... Müssen wir das Geisterhuhn mit einem Rülpser erschrecken? Boah, wie witzig wär's. Sag bitte, wir erschrecken das Geisterhuhn mit... Nein, man muss einfach ein bisschen warten, bis das Geisterhuhn irgendwann kackt. This must be Whitey's stolen key. Okay. So, the swabby says, the mop or the bucket? There are so many other things I could be doing right now. Why is that spell taking so long? Relax. Lila knows what she's doing. My mother always used to say, good pizza takes time. That's idiotic. Are ya insulting me or me mama? Yes. Now this seems worthwhile. Oh oh. So, Freunde. Und jetzt haben wir ganze 3 von 5 Schlüsseln. Ein Schlüssel gibt es alleine. Noch, wenn wir da oben das letzte Rätsel lösen. Ich weiß allerdings nicht, wie wir an einen anderen Fisch kommen wollen. Eine andere Möglichkeit ist jetzt eventuell, nie einen Fisch zu essen, sondern zu rülpsen, das ist so weit hergeholt, sondern zu rülpsen und somit zu suggerieren, dass wir unseren Fisch schon gegessen haben. Das Problem ist, dass, glaube ich, auffällt, dass wir keinen Fisch essen. Ich habe mich so drauf gefreut, dich ausrasten zu sehen, wenn du nach Ewigkeiten wieder zum Geisterhuhn gehst, aber der Lachflash war auch nicht schlecht. Ja. Please place your fish on the plate. Wir brauchen einen anderen Fisch. Mr. Threepwood, we are waiting for you to place your fish on the plate. Wir müssen noch mal einmal das Ende hervorrufen. And now, let the eating commence.
Das Problem ist, ich würde halt denken, dass wir den Fisch hier in diesen Eimer geben, uns dann anderen Fisch holen. Aber das Problem ist, ich glaube, wenn wir uns dann neuen Fisch holen, dann verschwindet dieser Fisch hier im Eimer. Der Eimer bleibt hier quasi nicht voll. Bin ich mir zumindest ziemlich sicher. Weil jedes Mal, wenn man hier neu reingeht, ist der Eimer leer. Weil guck mal, wenn wir jetzt wieder durchziehen und wieder hier reingehen, ist der Eimer nicht leer. Kann man sich wirklich einfach einen neuen Fisch holen? Hello. I'd like to get a new box of hagfish. Fine choice. I'll put it on your tab. Thanks. Klappt das wirklich so simpel? Manchmal tut's mir weh, wenn ich so langsam und so spät erst auf eine Lösung komme, die vielleicht doch so offensichtlich ist. Sind da jetzt noch Fische drin? Nee, die sind jetzt nämlich nicht mehr drin. Kann er sich nicht vorher hier einen Fisch rausnehmen? Der ist doch doof. Junge, du weißt doch, was gerade dein Problem ist. It's an empty bucket. Smells pretty fishy though. Du willst dir einen Fisch rausnehmen, den du gleich isst, und die anderen willst du verpfeffern. Du Trottel. Ach stimmt, wir brauchen auch immer noch die 4. Flagge. Da gibt es dann den letzten Schlüssel. Dass Guybrush je schlau war, dann muss ich dich leider enttäuschen. Wohl wahr. Obwohl. Sorry, ich bin der Idiot. Ich muss einfach nur die würzen, die im Eimer sind und meinen dann aus der Tasche nehmen. Oh, bin ich blöd. Ich bin der Idiot. Ein Glück. If you would each now select your first fish and place it on the plate in front of you. Ich muss sie nicht in meinem Inventar pfeffern, sondern im Eimer. Das heißt, wir haben auch diesen Schlüssel. Große Klasse. Oh, das gibt's ja gar nicht. Wir machen wirklich Fortschritte. Two bites? That's more than she ate, right? I can stop now? Yes, you can stop if you like. Ladies and gentlemen, your new champion of hardiness with 2 bites to the Queen Squad is Mr. Threepwood. That's me. Und so. Citizens of Bermuda, Mr. Guybrush Threepwood has somehow successfully bested our beloved Queen Odina. Ich bin Königin. Heute ist ein großartiger Tag. We are gathered to complete an orderly and peaceful transfer of power. Soll ich mich auf den Thron setzen? Should I sit on the throne or something? There are some customary vows. Vows? Nobody mentioned any vowing. Will you faithfully uphold the honor and dignity of Bermuda in your every thought and deed? Sicher. Sure. And will you promise to enforce and obey the laws of Bermuda? Natürlich. Of course. Do you swear to defend and protect the people of Bermuda, sacrificing your own life or limbs if necessary? Ich denke schon. Okay, I guess so. And will you gracefully accept all challenges to your hardiness, your seriousness, and your intelligence? Gern. Gladly. Very well. Citizens of Bermuda, your new queen, Guybrush Threepwood. That's me. Congratulations. If you want my advice, Give me the crown already. I hope you like spending all your time doing the 3 challenges. Because that's basically what your job is now. I'm off to write my memoirs.
Mit den Zähnen? Oh. As your queen. Habe ich beschlossen, die Regierung als ein von den Arbeitern geführtes Kollektiv umzugestalten. Die Monarchie abzuschaffen. Come. I mean, I knew you would come, but you've come. I want to tell you that we're all queens. Knuffelchen, danke sehr für 9 Monate schon. Herzlichen Dank für deinen Resub. Why don't you all take a key? You get a key. You get one. Einfach Oprah. Now, if you'll excuse me, I've got places. You get a key, and you get a key, and you get a key. In der Zwischenzeit. Hallo? I ask you to give the prisoner a drink Wally! of water? No, Captain. You did not. I was acting on my own initiative. When I want initiative, I'll ask for it. Of course, sir. I need you to be a team player. And right now, the team is focused on one thing. The secret. Yes, sir. What is it? Out with it! Well, it's just that some of the crew have been talking. Tell me already! The feeling is that the secret is not really a team goal. It's been suggested that you think that securing the secret will help you to win over Elaine Marley, which, well, frankly, sounds kind of deluded. It's not realistic, sir. You are not to mention Elaine in my presence, and do not presume to know what I am thinking. Sorry, Captain. This'll be the last time I bring it up. Yes, it will be. Oh oh. So, Freunde, wir brauchen noch eine letzte Karte. Hat irgendeiner von euch einen Schimmer, wo das Stück ist? Ich liebe es, wie rot ja nichts Gesicht wird, wenn das Game größtenteils rot ist. Es ist irre. Bei der Nintendo Direct war das ja auch so. Ich war ja quasi am Glühen. Wo ist die letzte Flagge? Wanted. Any information leading to the arrest and conviction of the person or persons who destroyed the historic mop tree. Upsi. Ich habe mich gefühlt jetzt überall schon umgeguckt. I could stare at this forever. Where could it be? Employees, it seems to be stuck closed. Ich meine, hier haben wir uns die Flagge schon hergeholt. Wir haben an so vielen Punkten schon eine Flagge geholt. Where is it? Sieh sich einer das mächtige Schiffsbranding an. Anker werfen? Warum kann ich random hier runterklettern? This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. My lungs are full of delicious air again. Stellt euch vor, ich habe jetzt random einfach die Position entdeckt, obwohl ich noch nicht die Flaggen habe. Und wie smart ist es, dass ich gerade herausgefunden habe, dass man das fürs Einatmen braucht? Also ich meine, da war auch offensichtlich ein Hinweis. Guck mal, aber hier ist tatsächlich nichts. Okay, also man kann es nicht random finden.
nehme ich an. Das finde ich gut. Also vielleicht schon, wenn man ganz genau weiß, wo die Position ist, aber... Okay, wir wollen weiter düsen. Ich habe leider wirklich gar keine Ahnung, wo die Flagge sein soll. Ich brauche einen Hinweis. I don't know. Wir erhalten die goldene Schlüssel von Bella. Sind ein Hinweis auf ihre Löcher beim geheimen Angelplatz. Aber es gibt doch mehr als nur 3. Es gab doch 4, oder nicht? Oder reichen die 3 schon? Ich meine, ich habe es noch gar nicht ausprobiert. The holes of the 3 flags line up and show one exact location. I'll mark it with an X. Gott, ich bin so blöd. Wow. I'm not even mortal and I'm feeling the minutes tick away. How can someone be this stupid? I don't even know. Damn. Gehen wir hinunter. Ja, ey, Gott, auf jeden Fall. Gott, oh scheine auf mich. Heieiei. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ich habe noch in keine Komplettlösung gucken müssen. Ich habe wirklich nur die Hinweise verwendet, die das Spiel einem gibt. Von daher, große Klasse. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass irgendwas Wildes noch passiert bei Bella Fischer. Dass wir jetzt noch die schlimmsten Rätsel jetzt gerade bevorstehen für den letzten Schlüssel. Ich hoffe nicht, aber lass uns schauen. Das muss Bella Fischer sein. Die war auch eine von denen. It's beautiful. Looks like I've tracked you down. Really far down, actually. Da ist der Schlüssel. That's the last key. Voodoo Shop, here I come. Du hast gerade das ganze Schiff zerdeppert. It's not my fault. They shouldn't have stuck the key in there so hard. Aber wie cool ist es denn, dass sie auch zu denen gehört? Fellow chum, I have a story for you. Erzählt er jetzt wirklich nochmal die Geschichte? Bait casting guests become a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden, erzählen wir die Geschichte. my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin Ob's dafür ein tattooed by Achievement gibt? 100 harpoons. Inside, it was like walking on soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. I lit the hull with Flambe's head so it would burn underwater, blinding as the sun and furious as the sea. And then we escaped, through the digestive system, ship and all. Oh, sorry about your ship. Dafür gibt's noch nicht mal ein I'm not Achievement? sure my story did much good. I'm not sure my story did much good. Wow. Okay, also dafür habe ich eigentlich erwartet, dass es ein Achievement gibt. Das war schon lustig. In der Zwischenzeit. Wir haben tatsächlich alle Schlüssel, Freunde. In unter 4 Stunden. That's right, Captain. Just recovered the last one. Prepare to set sail for Melee Island immediately. Uh-oh. What about my spell? It's almost ready. I'm sure I'll find some use for it later. I'm afraid I can't say the same for you, however. Aw, you're betraying me? I'm the one who does that. But I do respect talent in other people. Dann wollen wir schnell machen, wa? Schnell! Rein da! Woher weiß man, welcher Schlüssel wo rein muss? Wow. It's cheesier than I imagined, but still beautiful. Alter, brauchen wir schon wieder einen Schlüssel? Ich kann nicht mehr.
Oh. Okay. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. This seems like overkill. Oh nein. Wir gucken nach dem Schlüssel. No serial number. Oh oh. Maybe I can break it open. Warum benutzt er den Stock? Das ist kein Problem. Ich betrachte es als ein Rätsel. Ja, der Schlüssel ist wahrscheinlich an irgendeiner offensichtlichen Stelle. This is not a problem. I choose to see it as a puzzle. Mhm. Oh oh, oh oh. Oh, scheiße. Nicht du, Mann! LeChuck, my old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end. With just you and me and the secret. Not quite. I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again? I've underestimated your resourcefulness, Threepwood. But force always wins in the end. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute, and I didn't make a dent in it. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. That would have been nice to know ahead of time. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So, I've decided not to kill you right this minute. Outside that door, the deal is off. Don't even think about following me. And count to 100 before you leave the building. Natürlich. 100! 100. Elaine! Whitey said she saw you come in. Are you all right? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? LeChuck has the secret, and he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. Teil 5. Unter dem Affenkopf. Der letzte Teil, Freunde. Das grande Finale. Das wird jetzt wahrscheinlich nochmal 10 Stunden dauern. Auf geht's. I'll definitely have to take notes next time. Yes, I just hope it turns out to be worth all the effort. What effort? That was easy. I'm not talking about the trip over. I mean all the work you've done leading up to it. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. Du weißt ja, was man über Omelettes und Eier sagt. You know what they say about omelets and eggs. Well, I haven't seen the omelette yet. Just a lot of eggs. The omelet is the secret of Monkey Island. And I don't know that I'd say lots of eggs. A few eggs. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in 5 minutes flat. Das passiert, ja. Even for you. Danke. Es hat viel länger als 5 Minuten gedauert. Frankly, I think I did them a favor. That stuff with the contests was nutty. Traditions are great to have, but you shouldn't base your government on them. So. I can't say that I disagree, but it wasn't really your choice to make. Technically, yes it was, as dictated by tradition. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. Es war kein Gift, es war nur scharfer Pfeffer. It wasn't poison. It was just hot pepper. She was fine an hour later. I did have to convince her not to file suit. You owe me one. Als ob die mich verklagen wollte. Incidentally, I think you might also be royalty now, since you're married to me. I thought something felt different this morning. But I was talking about breaking eggs. Did you know the Museum of Pirate Lore has shut down? You don't say. 2 of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only one name in the guest book. Ich habe ein Pseudonym benutzt. Woher wusstest du, dass ich es bin? How did you know it was me? Mighty Pirate. It wasn't hard to figure out. Gutes Pseudonym.
Mighty Pirate. Is also a little upset with you. He says you took his key and left him in a dark cave. Das magische Zeichen funktioniert nur mit einer Person. Sign only works with one person, and I didn't have any way to know that in advance. Well, you'll be happy to know he made it out. Sehr schön. I rescued him myself. Das freut mich. Happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this? It's just, I'm worried that the secret can't possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? Stellt euch vor, das Ende ist jetzt wirklich richtig schlecht. Also so wirklich richtig schlecht. Nicht so auf witzig schlecht gemacht, sondern es ist wirklich richtig schlecht. Boah, ich hab da echt Angst vor. Also sie spricht das eigentlich schon gut an. Ich weiß nicht, was wir finden. Verständnis? Keine Ahnung. Understanding of the secret and of bigger things. Who are we? Why are we here? Well, be careful what you wish for. Mhm. Das Traumending. Here we go. Just like old times. Are you ready for the caverns? Ich erinnere mich an sie. Es gibt Pilze. Große. Ich hasse Labyrinthe. Ja, ja. I hate mazes. We all hate mazes. I love mazes. Du bist doch komisch. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. Sie ist Ketchup? Und hier sind wir erneut. Oh, sieht's schön aus. Alter, sieht das schön aus. Wally! Hey, Wally. Wie hängt sich so? How's it hanging? Seriously, that's the joke you were going to use right now? Yeah, I'm trying out some new material. Don't quit your day job. Was passiert? Wally, what happened? As if you don't know. How did you end up here? I saw your office had been ransacked. LeChuck came into the shop storming mad because he thought I gave him a mop map instead of a map to the secret. Yeah, real head scratcher how that Das ist wirklich komisch. Danke für die Seekarte. Thanks for the sea map. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. I wish I could get you out of those shackles. You and me both. Mhm. Yeah, I'd love to stay and chat, but I've got to get the secret before LeChuck does. Sure, run off. Wally will be fine. Oh, Mensch, Wally, es tut mir leid. Ich muss dich leider wirklich zurücklassen. Boah, sieht das episch aus. Ich meine, man muss letztendlich sagen, das Ending von Secret of Monkey Island 2, bevor man Return to Monkey Island kannte. Not for long. I'm just here to tell you that you are making a mistake. LeChuck's obsession consumes him like a frog swallowing a tarantula. You don't want to be there when he opens that chest. Okay. Das Ende von Secret of Monkey Island 2 fand ich zum Beispiel auch eigentlich grausam, aber sie haben es in Return to Monkey Island ja unfassbar gut aufgegriffen, dass dann das Ending wieder gut wurde. Ich bin sehr gespannt, wie das Ending von dem Spiel hier wird. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich will da sein, bevor er sie öffnet. I want to be there before he opens it. Ugh, you two deserve each other. Yeah, that's right. Run. Ihr beide verdient einander. Can't really see down there too well. There's a lot of lava. In den sicheren Tod durch Lava springen. Okay, here goes. Oh boy. Ich schätze, ich muss da jetzt lang. LeChuck, I'm coming for you. Ist das wirklich nochmal das Ende von Monkey Island 2 mit dem Labyrinth? Damn you, Threepwood! I should have gotten rid of you the first 58 times I had the chance. 58 Male. You will never make it down here alive. Wally zu befreien, aber keine Ahnung wie. Oh lol, wirklich? Just once, I want this to be easy. Ja. Only the organized pirate will pass. Oh, jetzt würde ich es ja fast gerne mal ausprobieren, ob wir den irgendwie gerettet kriegen. Ich meine, man kann ja höchstens... Ah, nee, wir kommen nicht mehr da hoch.
Man kann ja höchstens die Items einsetzen, die man dabei hat. Also irgendwas davon muss es dann vielleicht sein. Vielleicht einen Torschlüssel oder den Schlüssel verwenden. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. Nur der Pirat mit der Ordnung stand da, ne? Wie genau? Only the organized pirate will pass. Der zur Ordnung bereitete Pirat. I can relate. Bei dem Affen sehe ich mich auch. I'm naming it Captain Squint. Der zur Ordnung. Wir haben leider nicht so ein Fernrohr, weil das könnten wir ihm sonst ja geben. It looks proud to be a monkey. It's holding a mug. Ja. Oder lag was auf dem Boden? It looks like a piece of 8, but made of stone. Ein Münzstück. Das Ding ist, wir haben halt... So hält man ja das eigentlich nicht. Aber, naja. Der frustrierte Affe. Der will das ja irgendwie kaputt machen. Ich glaube, man kann jetzt hier gerade allen alles geben, ehrlich gesagt. Vielleicht das am ehesten? Irgendwas machen muss, was man versauen und nicht nachholen kann. Da würde ich jetzt keine Zeit verschwenden. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Möchte der dem vielleicht die Münze geben? Oder... ein Cracker. Ich habe wirklich das Rätsel direkt gelöst. Das gibt es doch nicht. Oh mein Gott. Das ist schon ein bisschen irre. LeChuck, the secret will never be yours. I hate solving puzzles more than I hate Threepwood. Same. The secret will never be yours. Threepwood, won't you ever give up and just go home? Was haben wir hier? Once is a coincidence, twice is suspicious. Ein wenig. Only the observant pirate will pass. Der aufmerksame Pirat. It's one of those stone pieces of 8. Wofür sammeln wir die? Yep, it's made of stone. Ich glaube, es geht um die Dinger, die hier auf und zu sind. Cheer up, little guy. You'll go far. Braucht er vielleicht die Goldstücke? Den ersten Schrubber. Okay, hier haben wir auch wieder Öffnungen. Also es geht darum, wie viel Goldmünzen manche bekommen. Das ist ja, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Hier haben wir zum Beispiel 3. Those epaulets deserve a room of their own. Ne, 4. Ah, schwierig zu sagen, wo jetzt irgendwo da genau was drin ist. Dann sind wir wieder am Anfang. Only the observant pirate will pass. Das muss ja was mit denen hier zu tun haben. Wie viele haben wir denn insgesamt? Wir haben 4 Münzen insgesamt. Hier ist eine 1. Zeigt der einen Finger? Ich glaube, der zeigt einen Finger. Ja, das hier könnte auch ein Finger sein, aber... bin ich mir nicht so sicher. Hier sind eventuell 2 Finger. Ah, es gab aber auch nur 3 Kammern. Dann könnte es sein, dass er vielleicht jetzt nur noch einen braucht. Und dann haben wir es. Nee. War zu simpel. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Okay, dann hat's noch was damit zu tun, was für eine Rolle die haben. Those epaulets deserve a room of their own. Those epaulets deserve a room of their own. Hat das was hiermit zu tun?
Only the observant pirate will pass. Nur der zur Aufmerksamkeit bereite. Cheer up, little guy. You'll go far. Boah. Those epaulets deserve a room of their own. Kann man da eigentlich alles reinwerfen oder wirklich nur die Münzen? Nur die Münzen, ne? Boah, okay. Only the observant pirate will pass. Geht's darum, wie viele Magmasäulen in so einem Ding sind? Ja, dann wären hier ja 4. Müssten hier eigentlich alle rein. Kann auch nicht sein. Hier ist halt ein Auge. Da sind Schlitze drin. Und Pilze drum. Cheer up, little guy. You'll go far. Only the observant pirate will pass. Puh. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Those epaulets deserve a room of their own. Oh. Was fällt mir nicht auf? Ich finde es interessant, dass man nochmal nach oben gehen kann. Gibt es hier sonst noch mehr Münzen, die man finden kann? Nee, oder? Doch. Aber nur die habe ich noch nicht gefunden.
Those epaulets deserve a room of their own. Only the observant pirate will pass. Nee. Ey, das gibt's doch nicht. Ich versuche doch schon irgendwie alles im Blick zu halten. Was ist denn hier das Indiz dafür? Cheer up, little guy. You'll go far. Dem kann man doch nur Münzen geben, ne? Cheer up, little guy. You'll go far. Hab ich dir meine letzte Münze gegeben? Gibt's ja gar nicht. Oder muss man dem doch irgendwie was geben, was zu denen passt? Nee. Den Schrubber will er nicht haben. Oh, komm schon. Das gibt's doch nicht. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Well, I've only got one coin left. Freunde, hat irgendeiner von euch irgendwas gesehen, wo er mich darauf hinweisen kann? Also ich sehe hier zum Beispiel diese Finger. Aber anhand der Finger habe ich versucht, Münzen reinzupacken und das hat nicht geklappt. Weil das hier könnte zum Beispiel ein Finger sein, der so ganz wenig hier rausguckt. Bei dem anderen waren es irgendwie 3. Hier entweder einer oder gar keiner. Aber das habe ich ja alles schon ausprobiert. Ist noch jemand da? Kann mir jemand helfen? Only the observant pirate will pass. Ich brauche einen Hinweis. An der Tür, die die Treppe versperrt, ist ein Schild angebracht. Vielleicht enthält es nützliche Informationen. Ach so. Danke, Professor Layton. Erster Tipp. Du hast alle Steingoldstücke eingesammelt. Verteile sie nun auf die Schatztruhen der Affenstatuen. Danke. Das ist mir bewusst. Ja. Das ist mir bewusst, dass die Stücke verteilt werden müssen. Aha. Oder sollen das hier 4 Finger sein?
Und dann ist es wirklich hier nur einer. Nee. Kann man hier irgendwo eine Zahl drin lesen oder so? Er ist der Captain. Dann haben wir den ersten Schrubber. Und wir haben einen kleinen Schiffsaffen. Nee. So dumm es klingt. Jede Affenstatue hat eine Schatztruhe von unterschiedlicher Größe. Orientiere dich daran, wie du deine Goldstücke verteilen kannst. Ich soll einfach nur anhand der Größe verteilen? Die sagen extra, man soll aufmerksam sein und zum Beispiel hier irgendwas in dem Boden oder so lesen. Und dann heißt es am Ende, verteil einfach nach Größe der Schatztruhe. Finde ich nicht so gut. Oh oh. You really do suck at puzzles, don't you? Hey Masky, na klar. Ich bin nämlich schlecht und komme nicht voran. Then you will forever be cursed. And you will never escape. You will vanish with no tails. No, I will return. Third time be a charm. Natürlich. Next time, I keep my voice down. So. Blutrünstigkeit bereit. Okay. There's no way I'm getting through there. Nur der Blutrünstigste. Okay. Only the bloodthirsty pirate will pass. Mitleid mit dem traurigen Affen haben. Müssen wir den jetzt aufschlitzen? Zum Glück nicht. Wir haben nämlich noch nicht mal mehr unseren, unser Messer. Gehen wir erstmal weiter. It looks like its leg is hurt. It looks like its leg is hurt. Ja, der ist komplett hurt. This is gonna be a problem. There's no way I'm getting through there. Was denn jetzt? Mhm. It looks like its arm is hurt. Sein Arm tut weh. Was sollen wir denn beim Arm tun? Können wir ihn einfach anzünden? Wohl nicht. Dämonenpfeffer. Limetten sollen helfen, habe ich gehört. Nur der Blutrünstigste. Only the bloodthirsty pirate will pass. Nur der zu Blutrünstigkeit. Hm. It looks like its arm is hurt. Sein Arm tut weh. Netter Voice Crack.
Ich muss halt zugeben, gerade so Monkey Island macht bei ihren Rätseln im Finale, machen die immer die weirdeste Scheiße. Das soll immer wirken wie so ein unfassbar schweres Rätsel, aber meiner Meinung nach sind das immer Rätsel, die du gefühlt nicht lösen kannst, außer du kennst die Lösung. So, wenn du das Spiel sowieso entwickelst und dir selber das Rätsel ausdenkst, dann ist es für dich einfach. Aber für jeden Außenstehenden ist das wie ein Quantenphysiksprung. It looks like its leg is hurt. Sein Bein. Was sollen wir mit seinem Bein machen? Hier ist auch überall irgendwie so, als ob da was runterlaufen würde. There's no way I'm getting through there. This is gonna be a problem. Das sieht auf jeden Fall wild aus. Aber hier kannst du ja auch wirklich gar nichts machen. Kannst du auch nirgendwo was anderes auswählen oder so. Wir haben auch nicht irgendwie so eine Grog-Tasse oder irgendwas, dass man irgendwie Lava rüberbringen könnte oder so. Gar nichts. There's no way I'm getting through there. Das gibt's, also wirklich, ich find's abstrus, irgendwie auf eine Lösung zu kommen. Blutrünstigkeit. Wenn ich Blutrünstigkeit beschreiben müsste, dann ist es ja wohl so, dass man kein Mitleid haben darf und ganz garstig darauf sein soll. Aber der hat seinen Arm verletzt. Er kann nicht mehr Zähne putzen. I think it's out of juice. Ich brauche nochmal einen Hinweis, wirklich. Bin ich zu blöd für. An der Tür, die die Treppe versperrt, ist ein Schild angebracht. Vielleicht enthält es nützliche Informationen. Wer kommt nicht auf die Idee, dieses Schild zu lesen? Beim 3. Mal. Es gibt 2 Affenstatuen mit verletzten Gliedmaßen. Wie würdest du sie blutrünstig behandeln? Wir haben kein Messer oder so, falls du es damit versuchen willst. Jeder der verletzten Affen hat ein Loch, wo er verwundet ist. Vielleicht sind sie wichtig. Aha. Richtig. Skitless, Hallöchen. Und Real Life Magpie. Danke sehr für dein Prime. Herzlichen Dank. Willkommen, willkommen. Wie würdest du den Arm blutrünstig Also... Was soll da bitte rein? Ich habe kein Item, was da irgendwie reingehört. Und ich kann hier sonst nichts anderes anklicken. Dann gib mir die... Unter den Affenstatuen gibt's Abflüsse. Warum dienen sie? Ja genau, ich glaube, das war die Frage. Warum dienen sie? Das ist richtig. Ah.
Ich meine, hier ist offensichtlich Lava, aber das können wir alles nicht nehmen. Wir können damit nicht arbeiten. Ich kann das Rohr hier oben auch nicht irgendwie kaputt machen. Deutsche Übersetzung wirklich wieder 100 von 10. Weintraubi, erzähl. Was schätzt du? Ja, weil das ist ja das Komische. Ich hätte jetzt auch gedacht, dieses Rohr hier muss kaputt gehen. Aber die wollen jetzt ja nicht, dass ich irgendwie hier oben hingehe und ein Rohr verbiege, oder? Kann ich hier oben schon irgendwas machen? Nee. Ich glaube, ich muss mir von dem die Lösung ausspucken lassen. Ich komme einfach nicht weiter. Vielleicht sind die Abflüsse unter den Affenstatuen dazu da, eine Art Flüssigkeit aufzufangen. Ey, wirklich. Ich weiß nicht, wer diese Tipps geschrieben hat, aber ich hoffe, er hat hiernach keinen Job mehr erhalten. Bitte nicht. Ich hoffe nicht. Natürlich muss in einen Abfluss etwas abfließen. Dafür ist ein Abfluss da. Danke, Deutschland, dass wir das haben. Danke. Hast du recht. Da muss was rein. Was für ein Knilch. Muss man erst ganz durchgehen und findet dann irgendwie ein offenes Rohr oder so. Weil ich meine, der ist ja komplett auseinandergeknüppelt. This is gonna be a problem. This is gonna be a problem. Ja, bisher haben wir riesige Probleme. Das kann ich schon mal sagen. Da muss eine Flüssigkeit reinfließen. Aha. Aha. Hm. Ey, wirklich. Ich brauche noch einen Hinweis. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, etwas Flüssigkeit aus den Statuen zu bekommen. Flüssigkeit, hallo. Flüssigkeit aus den Statuen? Aber womit denn? Wir haben doch nichts. Was denn jetzt? Ist eine starke Anzeige, oder? Pfeffer in die Augen, ja. Flüssigkeit aus den Statuen? Huh? Also die Hinweise machen es mir gerade eigentlich sogar noch schwerer. Soll ich eine Runde rülpsen? Das könnte ich. Falls du willst. Guck mal, pass auf, ich zeig euch, wie man blutrünstig ist. Passt auf. Hier. Bam. Blutrünstig. Ey, wirklich. Dann erzähl mir die Lösung. Geh zurück in die oberen Ebenen, um das Messer zu holen, das du in eine der Statuen gegebenen hast. Wir sind in Ebene 3. Und du sagst mir, ich soll jetzt, ohne einen ersichtlichen Grund, meine ganzen Items wiederholen. Secret of Monkey Island behält es sich vor, dass die Endings echt immer geschrieben sind für Leute, die das Spiel auswendig können. Wie soll man darauf kommen? How? Dann war es auch offensichtlich. Also, da kann man drauf kommen, besonders nachdem du dir schon die ganzen Goldstücke wieder gekrallt hast. Aber das war ja auch eigentlich eher Zufall, dass ich mir die wieder genommen habe.
Da habe ich einfach gucken wollen, hey, kann ich mir die wieder nehmen? Aber man kann drauf kommen. Sehe ich ein. Sehe ich ein. Hier oben steht 1713. Vielleicht sollte man sich das merken. Vielleicht sollte man sich alles merken, was vor diesen Gängen steht. Weil da sind so Symbole. Das sieht übrigens aus wie ein Ass-Chin. Und da haben wir einen Kopf mit hier so einen verbundenen Kram. Okay. Vielleicht braucht man das gleich als Code. Ich will ja schon mal, ne? Vorarbeit leisten. Straight up stabbing the monkey. Hell yeah. Man braucht tatsächlich das. Oh mein Gott. Gut, dass ich geguckt habe. Oh, 3D-Stein. So, ich möchte erstmal einmal ganz kurz nochmal chillige Musik. Wir sterben gerade in einer Lavahöhle. So, weiter geht's. Das äußere Rad drehen. Diese. Arschkinn. Und 1713. Komm schon. Let's get it. Ja, das ist richtig. Öffne. Captain Madisons Hut. Captain Madison. This is like one of those mystery stories where the person has so many enemies, the detectives don't know where to start. Das Rätsel basiert auf einem Kopierschutz des ersten Spiels. Da gab es so eine kleine Papierscheibe. Die musste man so drehen, ne? Oh, daran erinnere ich mich sogar noch. Wir haben, glaube ich, eigentlich jetzt alles hier richtig. Ich habe mir extra 1713 aufgeschrieben. Eine Steinplatte. There's some writing on it. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. After all I've been through, finding some limericks on a piece of stone sinking into the lava isn't all that strange. Das ist jetzt aber nicht noch ein Hinweis, oder? Mit dem 3 rechts oder irgendwas. Bitte mach doch einfach auf. Hallo. Ich habe alles richtig eingegeben. Glaube ich. Ashton ist richtig und 1713 ist auch richtig. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. Oder hat sich das jetzt hier geändert? Ne, 1713 steht da. Hier ist dieses Arschkinn. Und da ist das oben. Oder hat das was zu tun mit diesem 4 Jahre waren sie noch auf hoher See, dass da noch 4 Jahre quasi drauf müssen? Nee. Boah, jetzt dürfen wir oft drehen. Also ich würde sagen, es ist jetzt korrekt. Das sind zumindest genau die, die angezeigt worden sind. Aber warte. Da sind ja nicht viele Zahlen drin, ne? Muss ich vielleicht an den 3 Ringen drehen? An 4 weitere Jahre. 3 rechts, 2 links. 4 weitere Jahre. 1,
2, 3, 4. Einmal rechts, zweimal rechts, dreimal rechts. Einmal links, zweimal links. Boah, Alter, ich bin so fucking schlau. Junge! Nobelpreis für mich. Ganz allein. Krank. Huh? What? Das ist schon... Deep in the mushroom and lava-ridden caves under Monkey Island. TM. Now I'm... Oh no. Not yet. Oh Gott, wir sind schon wieder auf irgend... Oh Gott, das ist wieder dieser Hintereingang, aber... Das ist irgendwie so eine Schausteller-Dings. Score. Free popcorn. Geil, gratis Popcorn. Gönn dir. Glad you finally made it, kid. What, Stan? It's closing time and everyone wants to go home. Last chance to hand over the key, locksmith. What do you mean it's closing time? I just got here. No, Nein. I don't have time for this. Nein. I'm late for an important meeting. Nein. Take my keys and shut off all the lights before you leave. I'm not liable for anything that happens after closing time. Guybrush, are you ready to go? Last chance to hand over the key, locksmith. I blame the government. Ausschalten? Der Schalter ist verschlossen? Stan macht LeChuck jedes Mal besser. Dang. Stan makes LeChuck better every time. The secret is mine. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, legt Stan noch eine Schippe drauf. Each time I come here, Stan really ups the challenge. But it's still LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. The secret is mine. Nette Wendung mit Madison, Trent und Lila. Nice twist adding in Madison, Trent, and Lila. The team up had me fooled for a while. The secret is mine. Nun zurück zu meinem langweiligen Job als Buchhalter. My boring flooring inspector job. Until next time. Der hat auf jeden Fall einen Schlüssel. It was disappointingly easy. I wonder what's going on. Interesting. Ich habe das Geheimnis von Monkey Island gefunden. And all it was this stupid T-shirt. Ich hätte es tatsächlich gerne als Merch. I found the secret of Monkey Island and all it was this stupid T-shirt. Ich fange gleich an zu heulen, das kann doch nicht sein. Come on. Bite your tongue. That's property of the chums. I'll treasure this forever. Score! Free popcorn. Was passiert, wenn ich hier wieder reingehe? Must have locked when I came out. It seems to be stuck closed. Haben wir nicht die ganzen Schlüssel bekommen? I don't want to close any more possible Ich könnte einfach wieder reingehen. High Street, 20 feet. Hall of Pirates, 3-minute walk. Additional restrooms at Dinky. Sonst haben wir keine Türen, ne? Ah, hier. Das gab's noch. Aber... Historic landmark. The original secret, a pirate adventure park. Established 1989 by R. Gilbert. Oh, von R. Gilb. Oh, wie süß. The original secret, a pirate adventure park. Established 1989 by R. Gilbert. Honighäschen. Zum Glück bist du hier. Elaine, thank goodness you're here. Of course. Where else would I be? I'm not sure where I am all of a sudden. You're right here with me. But we shouldn't stick around too long. I was just underground on Monkey Island, and now we're on Melee? Things just go by in a blur sometimes when you're having fun, don't they? I got the secret. You finally did it. I hope it was worth it. I'm gonna have to think about that.
I got the secret. Oh, ja. You already said that. I guess I did. How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. How did you get here before me? You know I always try to stay a step ahead. Have you done something new with your hair? Got ruffled in the fight. I like it. I like it. I'm ready to go. Good. Me too. Dad, that was a silly ending, and it didn't even make any sense. You're terrible at endings. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2 really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what you really found in the chest. Die Truhe war gefüllt mit Edelstein, Rubinen und Gold. Das Geheimnis waren in Wirklichkeit die Freunde, die wir auf dem Weg gefunden haben. Deine Mom hatte recht, es ist besser, es nicht zu wissen. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist wirklich so passiert. Es gibt nicht die eine Antwort auf die Frage, was das Geheimnis ist. There isn't any one answer to what the secret is. It's not like a rock or a banana. It's like a story. It changes with time. And the person telling it. Everyone you ask will have a different idea. Mom, Dad won't tell me what the secret is. Are you filling our son's head with your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Yay! I found the lost map to the treasure of MEHR Island. It's going to be a fun adventure. I'll meet you down there. Das Ding ist, bei Secret of Monkey Island 2 sind sie davon gekommen, dass sie gesagt haben, die haben sich das alles ausgedacht. Das haben die, meiner Meinung nach, wirklich. Ich habe sogar Diana erzählt, wie unfassbar krass ich das fand und habe davon geschwärmt, wie geil ich es fand, dass sie jetzt bei Return to Monkey Island aufgegriffen haben, dass das zweite Ending so halt eben der Sohn von ihm ist. Das, finde ich, war eine Glanzleistung. Das war Paradebeispiel, wie man eine Geschichte, wie lang war es jetzt, 20 Jahre, 10 Jahre später, weitererzählen kann. Das war wirklich absolut großartige Kunst, wie man ein Spiel weiterentwickeln kann und weitererzählen kann. Aber, dass sie jetzt in Return to Monkey Island nochmal genau den gleichen Witz irgendwie bringen, dass das alles wieder nur ausgedacht ist. Mit der einzigen Prämisse, es soll kein finales Ending geben. Jeder soll sich ausdenken, was das Geheimnis ist. Also, ich finde, als Witz nebenbei, ich habe das Geheimnis gesucht und alles, was ich gefunden habe, war dieses scheiß T-Shirt. Das ist der absolute Wahnsinn. Top Comedy, 100%, Top Cake, liebe ich. Aber dann nicht weiterzumachen und es einfach dabei zu belassen, es wirkt wirklich so, als ob Gilbert sich so sehr verrannt hat und am Ende einfach keine Ahnung hatte, wie er da rauskommen soll. Das Shirt ist der Wahnsinn. Das Shirt würde ich mir auch Real Talk genauso bestellen. Ist der absolute Wahnsinn. Richtig witzig.
Nee. Ich find's halt so gemein, weil Leute, die jetzt Return to Monkey Island spielen, haben auf jeden Fall mindestens Secret of Monkey Island und Monkey Island 2 gespielt. Und sie wurden in Secret of Monkey Island 2 schon einmal so um ein Ending betrogen. Und sie wissen, wie sich das angefühlt hat vor Jahren und wie weh es getan hat. Und das Spiel hat jetzt ja nochmal, genauso wie Secret of Monkey Island 2, suggeriert, dass das alles wahr ist, dass das alles passiert ist, dass wir endlich nach 100.000 Jahren herausfinden, was das Geheimnis ist. Und wir werden wieder halb angegart da liegen gelassen. Und es gibt kein richtiges Ending. Das ist absolut frech. Jetzt verstehe ich tatsächlich auch, ich habe es natürlich nicht geguckt, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Und ich wusste nicht, weil ich das Ende selber ja noch nicht gesehen habe, ich wusste nicht, ob dieser Videotitel eine Hommage sein sollte, ein Witz sein sollte oder ob es ernst gemeint war. Ich habe ein Video gehabt auf meiner Entdecken-Seite bei YouTube. We need to talk about the tremendously bad ending of Return to Monkey Island. Und ja, ich fühle es. Dieses Ending ist wirklich grauenvoll. Es ist schlimm. Ich finde, die hätten das Ending nicht viel schlechter machen können. Das ist wirklich... Ich bin gerade richtig wütend. Es tut mir weh. Ron Gilberts Spiele sind super, aber die meisten Endings sind nicht sehr zufriedenstellend. Ja. Retranslated, es funktioniert so gut. Meine Quotes kann man gut translaten. Ich bin einfach internationally komisch. Das ist es. Ich fühle mich veräppelt. Und ich glaube, vielleicht ist das aber, vielleicht, genau das. Vielleicht ist das einfach das Größte, was Ron Gilbert liebt. Er weiß, dass er unfassbar gute Point-and-Click-Geschichten schreibt und dass die auch spielerisch der Wahnsinn sind. Und er weiß, dass er eine unfassbar gute Reputation hat. Und vielleicht freut er sich umso mehr und ist so ein richtig zynischer Arsch, der sich unfassbar daran erfreut, wenn Leute sich veräppelt fühlen durch seine Geschichten. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, Ron Gilbert ist der zynischste Sack unter der Sonne. Ich glaube, der guckt sich bis spät in die Nacht Leute an, die dieses Spiel zum ersten Mal durchspielen und lacht sich in sein Fäustchen. Mein Ende für Secret of Monkey Island 1 wird sein, dass Ron Gilbert gleichzusetzen ist mit LeChuck. Ron Gilbert ist für mich der Bösewicht dieser Geschichte. Das ist es, glaube ich. Das möchte ich mitnehmen. Ron Gilbert ist ein Arsch. Ei. Laut schallen und schielen, so richtig auf verrückt. Ja, wirklich. Wahrscheinlich von dem ganzen Geld, was er durch Secret of Monkey Island erhalten hat, The Walt Disney Company, haben die darin mit animiert? Wie crazy. Das ganze Geld, was er durch diese Spiele eingenommen hat, das hat er einfach in so viel Geld gesteckt. Er hat sich quasi The Secret of Monkey Island, Mealy Island, hat er sich im Real Life nachgebaut. Und er sitzt in der Höhle, wo das Schiff von LeChuck angekommen ist. Und dort sitzt er drin und lacht laut hallend in seine Höhle hinein. Und klingt wie der größte Freak. Ich wette, wenn man die Adresse von dem rausfindet und ganz, ganz genau hinhört, hört man so um 1 Uhr nachts, wenn man vor den Toren seiner Villa steht, hört man so ein Das ist Ron Gilbert. Das wird er tun. Das ist es. Das ist es. Wir haben das Rätsel gelöst. Wir haben das Rätsel gelöst. Ja. That's it.
Weil sie LucasArts gekauft und kaputt gemacht haben. Ach, stimmt. Eieieiei. Hallo Ray. Hallöchen. Und hallo Phil. Du bist zurückgekommen zum kompletten Outrage über Ron Gilbert und dass er es niemals gelernt hat, wie man ein gutes Ende schreibt. Gibt's Blindenhunde für blinde Hunde? Das ist tatsächlich immer noch eine gute Frage, meiner Meinung nach. Magpie hat mir gerade confirmed, dass es echt Blindenhunde für blinde Hunde gibt. Gut so, gut so. Das freut mich. Das beruhigt mich. Terrible Toybox. Da sollte stehen Terrible Ending. Meint ihr, es kommt jetzt noch so eine After-Credit-Scene? Kriegen wir noch irgendwas oder kommen wir direkt ins Hauptmenü? Junge, was? Ich bin eine Banane. Hey, wanna see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, Wie erklärst du das Ende? Was an interesting. The actual return to Monkey. It was a race to get to the secret first. We chased LeChuck back to Monkey Island again, and I tracked him down. Wait, what's this? »18. Juni 2020. Die Entwicklung wird erst in etwa einem Monat beginnen, aber wir haben schon eine Weile darüber nachgedacht. Das scheint ein guter Zeitpunkt zu sein, ein paar Gedanken aufzuschreiben und sie dann als eine Art Zeitkapselbotschaft an unsere zukünftigen Ichs aufzubewahren, was wir mit Return to the Monkey Island vorhaben. Wer weiß, vielleicht lernen wir ja etwas. Monkey Island war schon immer ein Spiegelbild des Lebens der Menschen, die die Spiele entwickelt haben. In The Secret of Monkey Island geht es um einen jungen Menschen, der sich aufmacht, eine aufregende neue Karriere zu verfolgen. Als Designer in unseren 20ern waren wir alle genau das. Die Fortsetzung, LeChuck's Revenge, handelt in vielerlei Hinsicht von den Schwierigkeiten, eine Fortsetzung zu machen, oder zumindest davon, was man unmittelbar nach etwas tut, das sich wie ein großer Erfolg anfühlte, aber von der Weltöffentlichkeit unbemerkt blieb. Viele Jahre, 20, später, nachdem Guybrush einige Abenteuer mit anderen Teams erlebt hatte, die ihre eigenen Hoffnungen und Herausforderungen hatten, machten wir uns daran, Tales of Monkey Island als eine Geschichte über Vertrauen zu schreiben. Und das ist es auch. Aber was für uns am meisten heraussticht, ist, dass es sich wie eine Geschichte über Erwachsene anfühlt. Denn das waren wir. Viele von uns waren damals in ihren 40ern mit Kindern und Leben und einer klumpigen, verkrusteten Schicht von Erfahrung. Wir sind jetzt weit über 50. Wir haben eine lange Karriere hinter uns und viele Spiele gemacht. Aber Monkey Island definiert uns immer noch bis zu einem gewissen Grad. Oder zumindest sind wir in den Köpfen vieler, die Jungs, die vor langer Zeit dieses Spiel gemacht haben. Und es fühlt sich an, als hätten wir noch etwas zu erledigen. Als sich die Gelegenheit ergab, zu Monkey Island zurückzukehren, waren wir uns ziemlich einig darüber, was wir tun wollten. Guybrush ist wie wir selbst älter geworden und hat eine lange und erfolgreiche Karriere hinter sich. Aber er wird hauptsächlich mit etwas in Verbindung gebracht, das vor langer Zeit passiert ist und das sich für ihn unvollendet anfühlt. Das Spiel ist ein albernes Piratenabenteuer, so wie eh und je, aber es ist auch eine Geschichte über den Versuch, die Vergangenheit mit all ihren angeblichen jugendlichen Stärken und ihrem Ruhm zurückzuerobern. Guybrush wird dabei sowohl Erfolg haben, als auch scheitern. Er wird sozusagen bekommen, was er will, aber es wird nicht das sein, was er erwartet hat. Ich sage das Gleiche für uns voraus. Oh Gott, das ist ja fast... Oh, das ist ja herzerwärmend. Gott, ist das schön geschrieben. Ui. 18. Juni 2020. Das ist schon sehr süß geschrieben. Tja, das war dann wohl Return to Monkey Island. Das Ende, was wir wollten, haben wir bekommen. Es war nur leider nicht, überhaupt nicht, das Ende, was wir erwartet haben.